Let's go. Ich habe gerade Let's go im Chat. Ich weiß nicht, ob ich Chat vertrauen kann. Weiß nicht. Wer ist das? Fran Valentine. Not sure about that. Not sure about that. Ich glaube, Chat lügt mich an. Aber ich versuch's trotzdem. How about that? Ich war gerade noch was am Lesen und dann kommst du rein und sagst Let's go. Warum denn auf Deutsch ausgesprochen? Ich kann Sachen nur auf Deutsch aussprechen. Destruktion. Konsole. Hier ist mein Tab. Konsole. Oh, Spiel läuft schon. Okay. Was heißt, Spiel läuft schon? Spiel läuft immer noch wohl eher. Ich war heute 4 Stunden im Tartarus. Ich kann Tartarus gerade nicht mehr sehen. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier rausgehe. Okay, wo ist mein Projektor? Projektor, Szenen erstellen. Projektor erstellen. There we go. There we go. Ach du Kacke. 4 Stunden im Tartarus war schlimm. War schlimm. Aber ich kann jetzt endlich mal, so. Kann jetzt wieder ich sein. Arbeit vorbei, ich vorbei. So. Man kennt das doch, wenn die Sekretärin auf der Arbeit plötzlich den Dutt rausmacht und die Brille abnimmt und sich so schüttelt. Das bin ich bin die Sekretärin. Ich hab Koro dabei. Koro, die Süßi. Ich liebe Koro. Koro ist der Süßeste. Also ich weiß, dass er bereit ist. Mein Süßi. Mein Baby. Mein Süßbib. Okay. Ich habe voll die Cursed Outfits bekommen, ne? Für die Charaktere. Warte mal. Koro best Char in the game. Koro best Char in the game. Hands down. Ich habe so Cursed Outfits bekommen. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst, Franzi, oder ob du die hast du wahrscheinlich auch gekriegt. Aber, also, was ist denn das hier? Das ist... The fuck is this? Und dann habe ich... Das hier. Alter, ist das cursed oder... Hab ich nicht ausgerüstet? Well. Ist das cursed oder was? aber. Ich habe auch das hier bekommen. Und das finde ich schon wieder... Das ist kein Bikinös. Das ist definitiv kein Das ist wie wir in den KitKat-Club gehen und nicht an den Strand. Aber das hier, ja, das ist doch schon wieder, das kann man machen. Das finde ich, kann man machen. Du hättest Mitsuru die ganze Zeit spielen können. Ich habe sie die ganze Zeit so gespielt. Aber ich mache erstmal das Outfit von Yukari mal erstmal wieder. Also ich habe auch einen ganz normalen Bikini. Der ist nicht so schlimm. Der ist noch absolut in Ordnung. Das andere ist, ja. I don't know. Ich muss noch Personas fusionieren. Ich wollte gerade sagen, Personas fusionieren. Ja, das lag halt in so, also die Dinger lagen halt in so einer random Truhe, in so einer Zwielichtfragment-Truhe. Okay, jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen fusionieren. Erstmal registrieren. It's acceptable. Davon habe ich schon stärkere Varianten, ne? Okay. Fusionssuche. Wait. Spezialfusion. Okay, die habe ich alle schon. Schwarzer Frost habe ich auch schon. Pavati kann ich noch nicht. Let me take a look. Wen will ich denn haben? Will ich Uni haben? Für Hanuman und Take Minakata. Ja, eigentlich will ich Hanuman für den Quatsch hier nicht ausgeben. Königin Ned und Sati. Das geht. Das kann man machen. Mit Social Link 10, der kriegt ultra viel EP. Hat nie was registriert. Die Björn, was bringt das? Du hast die nie registriert? Mach den Fehler nicht in Persona 5. Registrieren bedeutet, dass du die immer wieder kaufen kannst. Die werden dann registriert auf dem Level, wo sie sind, mit den Skills, die sie haben. Und dann kannst du sie jederzeit neu kaufen. Dann kannst du sie jederzeit wieder haben. Wenn dir irgendein Persona, den du mega gefallen hast, fusioniert hast, der dir mega gefallen hat, ich kann auch kein Deutsch mehr, fusioniert hast und du hast jetzt aber Bock, den wieder zu haben,
Das geht bei P3 automatisch. Nein, nein, das geht nicht bei P3 automatisch. Nein. Nein, das geht nicht bei P3 automatisch. Und bei P5 auch nicht. Vorsicht. Hab auch Personas gekauft mit den Skills. Ja, warte. Doch, es geht, wenn du Personas fusionierst. Fusionierte Personas werden automatisch registriert. Die brauchst du nicht registrieren. Aber alle, die du sonst kriegst. Und das Registrieren bedeutet, Vorsicht, das Registrieren, wenn du, sagen wir mal, du hast gerade einen Persona fusioniert, ich habe jetzt Oni fusioniert und ich gehe mit Oni los und mache mit ihm 10 Level. Und dann komme ich wieder und fusioniere Oni. Dann ist das nächste Mal, wenn ich mir den registrierten Oni kaufen will, der Oni, den ich mir fusioniert habe und nicht der mit den 10 Level drüber. Also registrieren bedeutet auch, du speicherst sozusagen deren Fortschritt, den du mit denen hast. Very important. Muy importante. Never forget it. Ich habe es auch am Anfang nicht gecheckt. Das Spiel erklärt einem das aber auch ziemlich schlecht, was registrieren bedeutet. Ich verschlinge jeden, der im Weg steht. Okay, that sounds like a plan. Ich werde dich nicht lange behalten, Oni. I'm sorry. Obwohl, er kriegt jetzt Ultra... Ja, okay, er ist Level 37. Das kann man schon machen. Konterangriff, Benommen-Boost. That sounds like a good thing. Sounds like a good thing. Genau, deswegen dachtest du, brauchst du nicht. Nee, ja, brauchst du. You need. Oh, Anubis. Ich will Anubis haben. Was willst du dafür haben? Donnervogel und Kushimitama? Weiß ich noch nicht, ob ich Donnervogel hergeben will. Was ist Chalein? Oh. Dakini. Herkules Tat-Konterangriff. Okay. Wasuki. Oh my fucking God. Hat Mahama. Mahama ist shit. Giftnebel ist aber gut. Seiryu. Was willst du für Seiryu haben? Hanuman und Oni? Nie im Leben gebe ich dir Hanuman. Clotho. Clotho will ich haben, aber Flauros hergeben. Also Black Frost gebe ich ihm nicht. So viel ist klar. So viel ist doch klar. Okay, was ist OC? Klinge des Zorns. Das ist Klinge des Zorns. Mittlerer Hiebschaden bei allen Gegnern. Das ist schon cool. Was willst du haben? Hanuman und Yakshini? Ich glaube, den Deal würde ich fast schon eingehen. Kaiwan. Virusatem, mittlerer Allmachtschaden und mittlere Chance auf Gift bei allen Gegnern. Geistesentzug ist immer gut. Qual bei allen, Qual ist scheiße. Dominion. Ich will Dominion haben. Makoga? Ich will Dominion haben. Was willst du haben? Lauros und Oni. Oh, ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, ich will Dominion haben. Nein, nicht wegen dem Design. Okay, den kann ich nicht. Ich nehme Dominion mit. Dann gebe ich Oni wirklich gleich wieder weg. Oder ich gebe Loa und Donnervogel her. Ich glaube, das mache ich eher, oder? Ich will ihn haben. Er hat coole Haare. Und er hat grüne Augen. Wir wollen Agilao haben. Magaru. Wenn er mal Koga hat, braucht er nicht Koga, glaube ich. Lebensentzug ist ganz nett. Wütender Angriff, weiß ich gerade noch nicht. Maraconda ist geil. Social Stufe 3 kriegt noch ein bisschen EP dazu. Tja, sie skippen. Ich bin Dominion. Ich gewähre dir meine heilige Kraft, die die Dunkelheit zerschmettert. Du kommst aber sowas von mit. Was nimmt der? Hammer Boost. Hammer Boost ist gut. Was ist das hier? Belebt eingefallen und verbindet mit vollen TP wieder. Das ist ultra sick, dann kann Maraconda weg. Nehmen wir mit. Wer ist Samael? Oh, Maiga ist auch gut.
Was willst du dafür haben? Schwarzer Frost und hab nie im Leben gebe ich schwarzer Frost. Nie im Leben gebe ich ab. Thoth. Sionga Mahama. Mahama ist shit. Ich hasse die Insta-Kill-Attacken. Sionga ist ganz geil. Kann ich dir Take, Minakata und Genbu für Thoth? Ja, okay, das ist ein Deal. Das ist ein Deal, das ist ein Deal. 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 Ich bin Thoth. Ich werde ein Buch lesen. Ich habe vergessen, ihn zu lesen. So. Masionga, Seelentausch, Megiddo. What the fuck ist Megiddo? Versucht mittleren Allmachtschaden. Shit. Okay, Konzentration will er noch lernen. Der nächste magische Angriff richtet mehr als den doppelten Schaden an. Oh mein fucking Gott, Mahama. Mahama, geh weg. Mahama, ich will dich nie wiedersehen, Mahama. Sick. Einer seiner Skills wird sich verändern. Skills prüfen. Na, that's fine. That's fine. Ja, ja, ja. Oh nein, ich hab egal. Loki, 69 Loki. Oh my fucking God, ich bin gespannt. Okay, what else can I get? Hanuman und Flauros für Clothos. Weiß ich noch nicht, sehe ich noch nicht so, wenn ich ehrlich bin. Hat Garula, weil Flauros ist ein richtig guter. Serio? This persona, yes? Den will ich nicht. This persona, yes? Mediarama. Mediarama, mal gut. Mabufula. Was ist zu haben? Hanuman und Oni? I'm not sure about this one. Dakini. Dakini kann ich eigentlich mitnehmen, wegen Yakshini und Oni. Die brauche ich nicht so. Ah, Yakshini hat schon richtig gute Moves. Yakshini hat schon richtig gute Moves. Aber kriegt halt 10 Social Links dazu, ne? Ja, komm. Wait. Doch. We do it like this. Schlimmes Ende. Counter. Boost. Oh, that sucks. Oh, that sucks. Regenerieren 1. 10 Social Links. 10 Social Links. Ich bin der Kili. Zur Feier unserer Vereinigung werde ich nach Herzenslust wüten. Schon pisst aus. Okay, jetzt muss sie eine Menge Shit dazu bekommen, ne? Level 44 ist sie einfach. Okay, Gatsuei will sie haben. Mittlerer Hiebschaden bei einem Gegner. Good shit. Schlagboost. Ja, Schlagboost ist, glaube ich, besser als Benammboost. Hoher Konter. Ja. Konter kann weg. Okay. Was sagen meine Personis? Ich habe noch Hochpixie und Kushimitama. Was kriege ich, wenn ich die beiden fuse? Ortus. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den so fühle. Ortus. Warte mal, was ist, wenn ich Hochpixie mit Hanuman? Was ist das für ein Vieh? The fuck are you? Warte mal, Hanuman? Er ist jetzt gerade mein Physical, aber jetzt habe ich ja 9. Warte mal, wenn ich Kushimitama und Hanuman, dann kriege ich Donnervogel. Wenn ich Hochpixie und Hanuman kriege ich Grimekala. Ja, ich nehme den mit. Er kriegt direkt einen wütenden Angriff, which is fine. Maragi, Mabufu, Mazio. Dann kann er beides Physical und deckt einfach mal 3 Elemente ab. Zeige mir, wie gut du mit meiner Kraft umgehen kannst, dann ist mein böser Blick dein. Du hast nur ein Auge?
Oh, das war schon Lake Vermont. So. Auch gut shit. Level 44. How about that? Mamudun. Mittlere Chance auf No. 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 Kannst du komplett knicken, die Insta-Kill-Attacken. Ich hasse diese Dinger. That's it. That's it. That's all we do for now. Gehen. We look. So. Ja, dann bin ich jetzt fertig. Dann bin ich jetzt endlich fertig mit Heraus. Oh, hold up. Ich habe 4 Stunden hier verbracht. Machen wir Schluss. Ich muss doch gucken, wann heute Capcom Cup losgeht. Ich glaube irgendwann zwischen 9 und 10. I'm not sure. Und lange werde ich es auch nicht gucken, aber heute ist die Gruppe, in der der letzte Deutsche mit drin ist, der Hallibell. Und den gilt es dann nochmal anzufeuern. Bald fängt das Hobby-Shopping an. Ich habe ja nur 200.000 Yen, also mal gucken, was es gibt. It's amazing commodities. I'm going to do it. Sommerliche Getränke. Good, good. Oh ja, nehme ich. Not bad. Ja, nehme ich beides. Her damit. Isotop Soda. Thanks, kid. Muss checken. Ach, schon wieder 5 Millionen Nachrichten hier. Weg damit. Das ist alles falsch hier. So. Gruselset nächstes Mal, geil. Ups, warum bin ich im Internet so? Mamoru Hayase will sich treffen. Junpei? Wenn du die Führer nicht nutzt, ist der Sommer vorbei, ehe du es weißt. Hör mal, du musst mir mit meiner verrückten Idee helfen. Also mach hin und hief deinen Allerwertesten zu einkaufen. Was will denn Junpei von mir? Was will denn Junpei von mir? Kann ich mich lieber mit Mamoru treffen? Magst du uns nicht besuchen? Scheiße, alle wollen mich treffen. Mein Baby, mein süßes Bobosch. Ja, du kleines Süß. Du bist so süß. Mein Süßi. Der Rest kann ich mal. Naganaki Schrein. Aha. Ich bin an einer Situation dran. Diese Vorfälle begannen alle mit dem Fluch von Gott des Schreins. Das klingt lächerlich, oder? Vermutlich. Unser Schuttblatt behandelt hauptsächlich solches Zeug. Wir sind nur drittklassige Regenbogenpresse. Aber eines Tages werde ich eine Schlagzeile schreiben, die uns an die Spitze bringt. Blöd nur, dass mein Chef sagt, ich soll meine Zeit nicht mit sowas vergeuden. Er hält das für unmöglich. Unmöglich. Unmöglich, unmöglich. Tja, wen haben wir denn dahin? Du hast so klare Augen. Deine Seele leuchtet bestimmt hell. Dass der junge Mann mich bemerkt hat, verdanke ich wohl meinem beeindruckenden Wissen. Das ist meine Chance, ihn besser kennenzulernen. Mein Ich, das sich in deinen Augen spiegelt und mein wahres Ich, wenn es eines gibt, wie fern sie sich wohl sind. Mein Ich, das sich in deinen Augen spiegelt und mein wahres Ich, wenn es eines gibt, wie fern sind sie sich wohl. Fast 0? Das funktioniert. Deine Worte sind schön. Wenn ich etwas zum Schreiben hätte, würde ich sie festhalten. Ich habe einen Füller. Er ist mit blutroter Tinte gefüllt. What's going on? Mein Füller ist mein Helfer, mein Wortführer und Freund. Er ist mir aber abhanden gekommen. Ohne ihn werden meine Schreie unterdrückt. Der junge Mann ist traurig. Offenbar ist sein Füller verschwunden.
I can't say. Sag mir bitte, wenn du ihn findest. Vielleicht hat ihn das Geschöpf mit weißem Fell und leuchtend roten Augen. Ha? Mein Koro? Warte, Koro hat den, oder? Das Geschöpf mit weißem Fell und leuchtend roten Augen. Das ist doch Koro. Koro Süßi. Hast du den Füller von dem jungen Mann? Ich bemerke etwas unter Koromarus Foto. Ich könnte das aufheben, wenn ich Koromaru bitte, seine Pfote zu heben. Kannst du deine Pfote heben? Roter Füller. Also, ich habe den nicht ein zweites Mal angesprochen. Ah, du bist eine Heldin, Franzi. Du bist eine Heldin. Ein roter Füller. Danach hat der junge Mann beim Schrein gesucht. Would you see? Would you look at that? Okay, das wird ein nächster Social Link jetzt, ne? Ich wurde schon gewarnt. Ich wurde schon von dir gewarnt, ne? Den gibt's ja nur sonntags. Deswegen gehe ich jetzt am Sonntag dahin. Muss ich noch tagsüber irgendwas anderes machen? I'm not sure. Ich denke nicht. Den gibt's nur Sonntag, okay. Der Füller in deinem Besitz ist es meiner, der verschwunden ist. Ich habe ihm dies gegeben, roter Füller. Ah, willkommen, liebster Freund. Danke, dass du ihn gefunden hast. Jetzt hat der mächtige, still in mir rufende Schreie seine Stimme zurückerlangt. Mein Tagebuch. Ich heiße Akinari Kamiki. Setz dich ruhig, ich werde etwas für uns beide schreiben. Der junge Mann scheint sich für mich zu interessieren. Soll ich den Tag mit ihm verbringen? Wir verbringen Zeit mit ihm, yes. Scheiß auf Junpei. Ja. She was very bright. Her face shone with the warm light of new life. And then there's me, cooped up in the hospital, struggling to breathe. I'm just a faint glimmer compared to her dazzling light. Misery is a harsh mistress. I feel as though I'm lying in an unyielding darkness. Do you understand how I feel? Liar. And if you're not lying, then you're just ignorant. Ja, ich hab gelogen. Ich bin ehrlich, ich hab gelogen. Ich hab überhaupt keinen Plan, wie er sich fühlt. Any day now, I'm going to die. What? I have an incurable hereditary disease. Ja, Stan, du hast ihn auch angelogen? Wir sind furchtbar. Unless you're in my situation, you can't understand how I feel. But I prefer it that way. I wouldn't wish this on anyone. There are no platitudes to stave off death. I want to see Snake Eyes. Ja, wann geht's los, Kalle? Kalle, kannst du Uhrzeit sagen? 9 Uhr? Und hallo, Kalle. Wann geht's heute los? Sorry about that. I didn't mean to depress you or anything. It's been quite a while since I spoke to someone my own age. Hä? His own It's age? only natural for those dwelling in the depths of Ich hab jetzt damit gerechnet, dass er ein bisschen älter ist. I'm glad we could meet, though. If there is a god, I'll be able to thank him soon enough. Ich habe Akinari Kamiki kennengelernt. I am thou. Das ist der 19. ne? Das ist der 19. Social Link. Sonne. Durfte das Hessen Crash SF6 an einem Tag durchgeboxt werden? Wirklich? Hessen Crash boxt SF6 an einem Tag durch? 20:45 deutsche Zeit. Danke dir, danke dir. Hessen Crash geht wirklich SF6 nur einen Tag? However, Das ist schade. Ich werde 3 Tage in Frankfurt sein. I doubt we will ever meet again. This was just a chance encounter, nothing more. Goodbye. Das wird übel, oder? Mit dem. Und den treffe ich jetzt nur sonntags, oder wie? Ah, good Weil evening. Sonntag Top 8 Hacken ist.
Also machen sie nur eine Top 8 am Sonntag. Ich dachte, sie machen 2 Top 8. Ja, dann casualen wir, ja klar. Dann meinte ich, traurigster Social Link. Oh, das wird übel, ja. Nur sonntags, okay. Ja, bin ich froh, dass ich mit Maya durch bin. Bin ich froh, dass ich Just mit came Maya by to durch bin. check in on Koromaru. Do you think he'll do well? Ja klar, er hat nur einen Stift geklaut, aber der galt jetzt mir, by the way. Das wird schon wieder... That's good to hear. Well, given his reputation for loyalty, I wasn't too worried in the first place. If you have any concerns, please feel free to let me know anytime. It's only fair, considering I was the one who requested that Koromaru join the squad. Ja, das hast du requested und jetzt gehört Koromaru mir. Punkt. Oh, I'm all for Koromaru joining us. He's totally welcome. Junpei, wenn du Koromaru auch nur anguckst. I'll even throw in training lessons from the master. Das hat er gerade nicht gesagt. Das hat Junpei gerade nicht gesagt. I'm pretty sure Koro-chan's already more disciplined than you. Das stimmt. Could you even sit still if someone told you to stay? Hey, don't compare me to a dog. Vielleicht wird Hallibell zeitig spielen heute. Er ist ja in der ersten Gruppe. Genau, darauf hoffe ich gerade, weil ich muss so spätestens um 10:30 im Bett liegen. Deswegen wäre es schon cool, wenn er bis dahin gespielt hat. Directions. Kinda. Yeah, you really sold us on it. Anyway, so, Mr. Chairman, about those summer Ah, diese classes. dumme Sommerschule, wo Mitsuru uns angemeldet hat. Warum hat sie das I getan? heard about Kirijo-kun's plan. It sounded like a good idea, so I went along with it. Ich find's fürchterlich. No, why would you agree to that? Oh, was I being nosy? I'm missing out on my passionate summer romance. She's disappearing before my eyes. Farewell, my beautiful city girl, awaiting me by the shoreline. The city or the shores. Pick one. Even if you didn't have classes, you'd probably just bum around the station all day. You should just accept your fate. Oh, by the way, Mr. Chairman, weren't you about to tell us something before he arrived? Ah, that's right. Aside from my unnecessary meddling, Was für eine Bitte? does everyone have a moment? Was kommt jetzt noch dazu? Was kommt jetzt noch? Sommerschule? I think it's a Und- good time for you all to get a routine health checkup. Gesundheitscheck? You know where Tatsumi Memorial Hospital is, right? Was ist das jetzt? That's where Sanada-senpai was treated before. With how much you've all been fighting lately, it'd be best to stay on top of your physical health. Du musst bis 1 Uhr arbeiten, du Armer. Ja, die quatschen viel mit den Pausen und so. Ja. Da ist viel Gerede und viele Pausen. Das ist, ja. Wird ein bisschen anstrengend. Aber ich hoffe, bis dahin haben wir zumindest schon mal ein Game von Hallibell gesehen. It wouldn't be good if your personas were causing any strain on your bodies, right? I expect it shouldn't be too much of a detour to stop by the hospital after your summer classes. I understand. Still, this is rather sudden. Don't worry too much about it. Like they say, a stitch in time saves 9. Or Wow. your side. Wow. We'll be doing the checkups individually, one day at a time. You can decide amongst yourselves who goes when. Don't forget to deck up for your checkup. Just kidding. Ich hasse Shuji. Ich hasse Shuji. Oh, maybe bring your evokers in case you need to take any shots. Was? Yes. Ich habe gerade mit allen über Koromaru geredet. Ohne mich? Er braucht seine Gassi-Runden, aber die Aufgabe wird nicht nur eine Person übernehmen. Es wäre schön, wenn ihr nachts mit Koromaru rausgehen könntet, wenn er andeutet, dass er mal muss. Ich gehe gerne mit ihm raus. Willst du? Wo ist Koromaru? So. Sisi. Ich kann nicht mehr pfeifen. Baby? Wo ist Baby? Wo ist Bobo? Toll. Ja, okay, anscheinend muss er nicht. Habe ich eine E-Mail von ihm?
Fuka ist im ersten Stock. Wir gehen aber heute nicht in Tartarus. So, Social Link oder Skills aufwerten. I'm not sure. Aber eigentlich will ich diesen dummen Mönch hinter mir haben. Der fuckt mich richtig ab. Ah, hier ist gerade keiner. Marvelous. I'm looking forward to it. Are you accepting a request? Ich habe noch nichts. Oh doch, ich habe was abzugeben. Wonderful. Ich möchte so sein wie da jetzt. So, bringe Elizabeth dein letztes Tauschobjekt. Kannst du mir diese Quest erklären, Franzi? Ich habe sie nicht verstanden. Sie hat mir so ein Objekt gegeben und ich soll damit tauschen. Ich verstehe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Was hast du geredet? Very well then. Okay, meine Social Links sind nicht da. Was ich sogar ganz gut finde. Dann kann ich meine Sachen aufleveln. Du hast die auch nie gefunden? Ja, muss ich googeln. Okay, Mutatsu, du Drecksack. Ich hasse Mutatsu. Ich hasse so viele Charaktere in dem Spiel, das ist so krass. Wie weit bin ich im Social Link bei ihm? Junger Sterbender, holy shit. Jetzt haben wir in Schrank 5. Ich habe das Gefühl, dass wir uns bald näher kommen. Ich habe nicht den richtigen Persona da. Was brauche ich für ihn? Turm. Turm-Persona. Hol ich mir schnell. Guck mal, Franzi, nur weil du so Sachen nicht gefunden hast, wie dieses Daikatsu-Ding, hat Mitsuru ihr Melkkleid bekommen. Kannst du mal sehen. Welcome to the Velvet Room. Persona fusionieren. Ja. Das war gemein. Are you in search of new Paarfusion. Was habe ich gerade da? Na, Hierophant, Fortuna, Gerechtigkeit, Hierophant zweimal. Hierophant zweimal ist ein bisschen schlecht, aber scheiß drauf. Weil Flauros ist cool, ich will Flauros behalten. Überlegen wir uns nochmal, ob ich Flauros behalten will. Will ich lieber... Nee. Okay, gehen wir auf Ruf und gucken wir nach... Turm, ne? Ich brauchte Turm. Sie ist doch Turm, oder? Oder habe ich nicht Dings. Fuck. Ich glaube, Turm brauche ich. Nice. Ich dachte, du ignorierst mich jetzt, weil ich gemeint war. Ach ja, richtig. Ich wollte eigentlich... Ach nee, das kostet ja auch Zeit. Nee, fuck that shit. Okay. Komm, verbringen wir Zeit. Ich will das schnell hinter mir bringen. Fucking asshole. No, it's you. Hey, can you help me out, kid? I don't feel so good. Warum wohl? Damn it. I can't believe I let this happen. How pathetic. Oh. I'm in bad shape. The fuck? Sollst nach Hause gehen. Yeah. You're right, kid. I should go home and sleep. Even if I go home. I completely forgot I have a memorial service to conduct. Signing the Heart Sutra with a hangover is gonna be rough. Back in the day, all I needed was a cold shower and I'd be fine no matter how much I drank. I
guess I'm getting old, huh? It's always in times like these when it's hardest to be alone. Hast du irgendwelche Mitarbeiter? You asking if there are other monks at my temple? Ja. My temple's small, and I don't depend on nobody but myself. I mean, if you think about it, it's better to be alone. Less stress. You don't have to wait for someone else to get out of the bathroom when you need to go. My son took forever in there. Yeah, living alone is the way to achieve peace and serenity. Man sieht's. Everything we see has form. No form has permanence. Form has no self. Shish! True face is that of emptiness. And yet, form is emptiness, and emptiness is form. No two things in this world are the same. Well, to put it simply, no matter how hard you try to live your life right, someone else can always mess it up. Because form is emptiness, and emptiness is form. Boah, ich hasse Getting ihn. involved with you messed up my life a bit too. Entgegen seinen Worten spüre ich bei Mutazo eine gewisse Zuneigung. Ich verstehe Mutazo jetzt ein wenig besser. Ich nicht. Ich nicht. I'm gonna go home, kid. Oh, Ja, geh nach Hause. It Geh was nach Hause. only 19. Er ist 19 Jahre alt. Random murder victim. Ach du Scheiße. What a harsh world we live in. Be careful on your way home too, kid. Ich verabschiede mich von Mutazo und ging zum Wohnheim zurück. Wap. Das war ja mal was. Hatte beginnt die Sommerschule. Oh nein, warum Sommerschule? Nein, nein, warum? Warum Sommerschule, warum? Oh mein Gott, nein. Warum gehen wir zur Schule? Es ist aber... Nein. Hast du übrigens irgendwas über die Termine für den Gesundheitscheck gehört? Hab ich nicht. Das wirklich? Junpei sollte es dir sagen. Deiner ist am 14. August, Law. Wie auch immer, es ist echt viel zu heiß. Also in 4 Tagen muss ich zum Check-up oder was? Gehen wir schnell rein, ich muss umgehen in ein klimatisiertes Klassenzimmer. Nein, 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 ich will nicht in ein Klassenzimmer. Oh cool, wir sind in der Schule. Heute ist der erste Tag der Sommerschule. Trotz der Sommerhitze kann ich dem Vortrag folgen. I guess ein paar Punkte. Fucking shit. Bin ich jetzt echt wieder in der Schule oder was? Ist ja unfassbar. Hä, what? Ach, die Tage gehen jetzt automatisch? Hä, what? Ah! Was soll? Okay, ja, okay. Oh nein, nicht du. Nicht Fokus-Pokus. Nein, ich lese nicht, was der sagt. Ich lese einfach aus Prinzip nicht, was er sagt. Ich lese wirklich niemals, was er sagt. Ich hasse es, zu lesen, was er sagt. Ich hasse alles, was er sagt. Ich hasse sein Gesicht, ich hasse seine Augen, die man nicht sieht. Ich hasse seine Magia-Scheiße. Ich hasse, was er an die Tafel kritzelt. Ich möchte nichts damit zu tun haben, was dieser Typ mir zu erzählen hat. Hilfe, oh Gott, Hilfe, ich kann nicht mal überbrücken, wie viel der Typ labert. Ich kann es wirklich nicht mal überbrücken, selbst wenn ich versuche, ich mashe X und es funktioniert einfach nicht, ich kann ihn nicht wegklicken. Oh, thank God, Herr Dogawa redet und redet. Trotz der Sommerhitze kann ich seinem Vortrag folgen. Nee, ich nicht, Sunny, ey, gut, dass du es gemacht hast, ich nicht. Let's get the fuck out with that. Imagine, ich hätte jetzt schon Wissen voll, ne? Das wäre jetzt komplette Zeitverschwendung. Das wäre jetzt komplette Zeitverschwendung.
Heute ist der 3. Tag der Sommerschule. Trotz der Sommerhitze kann ich dem Vortrag folgen. Nice, so geht ein Vortrag. Kommen wir weiter jetzt? Wie lange geht die Sommerschule? Eine Woche? Franzi? Hilfe. Der 4. Tag der Sommerschule. Trotz der Sommerhitze kann ich dem Vortrag folgen. Yay. Genau eine Woche? Yes, nice. Sie haben es gleich geschafft. Und bis Samstag durch, ne? Weil die in Japan so geisteskrank sind. Die eine Sache, die ich an Japan hasse, dass Samstag ein ganz normaler Arbeitstag ist. Die Sommerschule geht gleich los. Ich muss später auf dem Rückweg beim Tatsumi-Krankenhaus vorbeigehen. Wow, kann ich vergessen. Ich konnte auch nicht einmal mit Koro Gasti gehen und ich muss hier 5 Tage Schule machen. Nein, nein, wer steht da? Nein. Nein, nicht du. Nein, nein, wir machen nicht weiter, wo du aufgehört hast. Nein, ich kann nicht. Ich komme nicht auf sein Leben klar, nein. Nein, wirklich nicht. Ernsthaft nicht. Ich möchte hier einfach nur raus, bitte. Wirklich einfach nur raus. Warum haben die Entwickler sich gedacht, dass das lustig ist, den Typen... Ey, ohne Scheiße, ich habe den die ersten 2 Male gelesen und danach bin ich wirklich wahnsinnig geworden. Kann ich mal langsam Wissen voll... Oh, ich dachte, ich habe Wissen jetzt voll. Ich sollte mal meinen Check ins Tatsumi-Krankenhaus gehen. Sommerschule in den Sommerferien, das ist ja wohl der absolute Scheiß. That just about concludes your checkup. Sorry yours ended up taking so much longer than everyone else's. Why did mine take... Wurde aber auch Zeit. I'm sorry. Wissen dauert am längsten. If I'd known how long it would take, I would have scheduled an entire day for it. Your persona abilities are rather unusual compared to the others, aren't they? That's why we had to run so many more tests on you. Well, based on how you performed so far, I don't expect there to be any problems. Natürlich wird es keine Probleme Persona geben. abilities can be dangerous, depending on how they're used. With that in mind, it can't hurt to err on the side of caution. How are you feeling about it? Do you have any concerns about your power? Actually, ne. Good to hear. And I don't think there will be any issues with your test results either. I truly am grateful for everything the team has done, especially you. Things have really changed for the better since you arrived. Our team has grown, and we've even figured out how we can eliminate the Dark Hour. In a way, you've sort of gotten the clock ticking for us again. It's almost as if we were just waiting for you these past 10 years. I'm afraid I can only support you from behind the scenes. But I'll be counting on you to eliminate the 4 remaining shadows. Now then, it's getting pretty late. Why don't we get you back to the door? Oops, excuse me for a second. Hello? Oh, thanks for your Ich glaube, der Shuji ist aber auch nicht so ganz ehrlich zu uns, ne? Yes. It's missing from that document? It's urgent? Wait, but by today? Wieso hätte er einen wichtigen Anruf erhalten? Ich sollte allein zurück zum Wohnheim gehen. Iwatodai. Iwatodai. Oh shit. This is the final train bound for Tatsumi Port Island. Please board before the scheduled departure time. Huh? Oh, it looks like you're at Iwatodai Station now. It's so late. We were starting to get worried. Did you run into any trouble? Die Untersuchung hat eine Weile gedauert. Oh, Oh shit, passiert jetzt was? Oh nein, ich werde jetzt gleich Träger treffen, oder?
Senpai know. We're in the command room right now. I'll go ahead and navigate you back to the dorm. I'm sure you'll be fine, but considering what happened with Koro-chan, I'd rather play it safe. Danke. Ich will nach Hause. Mama Fuka, bring mich nach Hause. Oh, oh. Nein. Nein, nicht, nein. I can sense a shadow. Okay, aber es ist schlecht jetzt gerade. It's really close to you. It's over at the Moonlight Bridge. It's too dangerous. Ich hab mein Evoker nicht dabei. You should stay put until everyone else gets. It's dangerous to go alone. Take this. Evolver. Oh no, there's another reading near the shadow. It's a person. Na toll. Und ein Mensch und ein Shadow. Ich dachte, ein Shadow komme ich ja noch klar, aber ein Mensch. Ich verschaffe uns ein wenig Zeit. Oh, wait. Scheiße. Oh. Ah, toll. Natürlich Takaya. What have we here? So much power, so much chaos. I'd not be foolish enough to turn my back on such a predator. And on top of that, we have an unexpected guest tonight. Not a very favorable situation, all things considered. So, given this little predicament, how do you intend to partake? Lass mal sehen, was du da hast. So long as you aren't against me, I will allow it. I don't know what our foe is capable of, but I trust you can protect yourself. Muss ich jetzt mit Takaya zusammenkämpfen oder alleine? Oh Gott, ich kämpfe mit Takaya zusammen. What a hapless night, is it not? Well then, shall we begin? Ja, geil. Okay, erstmal direkt alles gedebufft. Ja, cool. Let's see. Not that. Okay, ich kann den nicht überprüfen. So that's your strategy. Can you dodge this? Wo hab ich eigentlich das Schwert her? I'm impressed. It's tougher than it looks. This too is fate. Kann er vielleicht nicht nur mich angreifen? That was quite the spectacle. But it's time to end this. You made a good target. As a reward for your efforts, let me show you my power. Come! Persona! How about this? The finale was surprisingly unsatisfying, wasn't it? Der besiegte Schatten scheint etwas zurückgelassen zu haben. Your persona ability is truly fascinating. It's different from the one I saw the last time, isn't it? So, you can choose from multiple personas to fit the situation. You must be burdened with an extremely unusual fate. It seems your friend has arrived. Then I suppose I'll have to be on my way for tonight. What is your name? I'll see to it that I remember. Enemies though we may be, I'm not one for leaving a debt unsettled. I shall have to repay you another time.
Are you all right? Did you already defeat the shadow? Good work, but that was an unnecessary risk you took. Die Situation verlangt es. You can fill me in on the way back. In any case, I'm glad you're okay. Auf dem Weg zurück zum Wohnheim erklärte ich, was passiert war. Oh nein, nochmal Schule, ne? Scheiße. Yes. War eine lange Nacht, was? Lass uns dementsprechend heute nicht in den Tartaros gehen. Verstehe. I'm sorry. Danke. Ich würde mir gerne mit Shujis Hilfe Sträger genauer ansehen. Ich gebe dir Bescheid, falls ich noch mehr erfahre. Ich verstehe außerdem, was letzte Nacht los war, aber versuch nicht mehr so lange wegzubleiben. Weil was will sie? Was? Heute der letzte Tag der Sommerschule. Trotz der Sommerhitze kann ich dem Vortrag folgen. 2 Punkte Wissen. Wissen Max. Bam. Okay. Auf der Decke liegt eine Kiste. Sieht aus, als wäre das Produkt angekommen. Mal sehen, was drin ist. Yeah. Oh, 20 Mad Bulls. Holy shit. Die Sommerschule ist endlich vorbei, aber irgendwie glaube ich, dass wir unsere Sommerferien vergeudet haben. Ja, danke, haben wir. Genau das haben wir getan. Weil wir genau das getan haben. We actually did. Fuck's sake. For fuck's sake. I have a suggestion. Ich weiß, dass morgen das Sommerfest stattfindet und am Tag des Filmfestivals. Oh ja, Moment mal, Eiges, bist du etwa zu diesen Festivals? In der Tat, meine Daten legen nahe, dass solche Feste und ähnliche Ereignisse einzigartige Erfahrungen mit sich bringen. Zur genauen Untersuchung will ich ein Schindig infiltrieren? Yeah. Gut, aber fall bitte nicht zu sehr auf. Da fällt mir ein, dass die Pflanzen... Ja, ich so... Oh. Okay, aber danach mit Koro rausgehen. Mit Koro rausgehen. Koro ist der süßeste. Scheiß auf die Social Link abends. Ich gehe lieber mit Koro ein wenig spazieren. Oh yeah. Einpflanzen. Was habe ich hier für einen Scheiß? Komm. Koro süßi Baby. Koma sieht mich flehend an. Er will wohl rausgehen. Eiges kann heute Abend mitkommen. Warum denn mit Eiges? Okay. Gehen wir. Süßi Baby. Koromaru-san seems to be enjoying himself. He's able to go on cherished walks together with his friends. Baby. This must be where the summer festival I have heard about will be held. For what reason is it required to equip oneself with this yukata? Indem man damit geil I aussieht, would deswegen. like to infiltrate the site tomorrow to investigate this matter further. Süßi Baby. Welcome back, Koromaru-san. You seem to be holding something. Oh, guck mal, ich habe jetzt schon von ihm mehr bekommen als von jedem Social Link bisher. Perhaps it was part of his secret stash. Shall we return to the dorm? Let us come again, Koromaru-san. Es sind immer noch Sommerferien. Mir fällt ein, dass heute das Sommerfest beim Naganaki-Schrein stattfindet. Scheiße, ich war noch gar keinen Yukata kaufen. Ist jetzt schlecht. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen.
Das wird jetzt aber schwierig. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ja, okay, Yuko. Heute Abend, das ist jetzt natürlich. Heute Abend ist ein Fest am Naganaki-Schrein. Sehen wir uns die Stände doch zusammen an. Ich kann es kaum erwarten. Okay, Chihiro. Hallo, es ist immer noch dauernd so heiß. Hast du von dem Fest Naganaki-Schrein heute Abend gehört? Wenn du auch hingehen willst, könnten wir zusammen gehen. Ein paar letzte Erinnerungen an den Sommer mit dir wären schön. Was meinst du? Ja, okay. Mitsuru? Beim Naganaki-Schrein wird heute Abend ein Sommerfest abgehalten. Ich wollte Aigis mit dorthin mitnehmen und sie herumführen, aber ich weiß nicht, ob ich dafür die Richtige bin. Würdest du vielleicht mitkommen, wenn es dir nichts ausmacht? Okay, Leute. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und ich kann mir, glaube ich, bessere Dinge vorstellen, als mit Mitsuru und Aigis da irgendwie ihr zu zeigen. Ich kenne deine Entscheidung sehr gut. Ich kenne deine Entscheidung sehr, sehr gut. Ich denke, ich gehe mit Yuko hin. Mit Yuko hat es bis jetzt am meisten Spaß. Sie ist cool. Mit wem soll ich zum Sommerfest gehen? Ich kann auch allein gehen, ne? Ich kann halt auch einfach allein gehen. Ich geh mit Yuko hin. Yuko ist cool. Yuko, mit der hatte ich doch. Doch, Franzi. Willst du? Ich kann jetzt auch mit Mitsuru gehen, dann siehst du dieselbe Szene, die du hattest. Und du lässt mich meine eigene Entscheidung treffen. How about that? Ich finde es interessant, dass Yukari hier keine Auswahl ist. Aber ja, ich glaube, ich würde mit Yuko gehen. Mit Yuko konnte ich bis jetzt irgendwie am besten connecten. Ich gehe mit Yuko. Ich gehe zum Schreiben, wenn es soweit ist. Aber wir brauchen noch einen Yukata. Dringendst. Oh, look, a yukata. Oder auch nicht. Du hast dir keinen angezogen? Yuko hat sich keinen angezogen? Warum nicht? You think I'd look good in one? Ja, doch. Zieh jetzt einen an, for fuck's sake. Ganz bestimmt. You think so? Warum haben die beiden nicht... really are a must for summer festivals then. Ja. Although they are kind of stuffy and hard to move in. They're more inconvenient than most people might think. The last time I wore one was when I was just a child. I remember taking it off right away because it was just too hot. Oh, wait. That was a kimono. Wollte gerade sagen. Something smells good. Hey, are you hungry? Let's eat some takoyaki. I'll split it with you. Ich muss sagen, das hier gerade habe ich sehr viel lieber als... Oh, ich empfange gerade neue Daten. Das hier ist... Wie nennt ihr Menschen das? Ein Takoyaki. Lasst mich mal daran riechen. Ich denke, ich habe jetzt die Bestandteile von Takoyaki verstanden. Da will ich doch viel lieber mit einer Freundin hier einfach hier schön Takoyaki essen und einen Scheiß auf alles geben, oder? Wait, this takoyaki. Is there no octopus in it? That's for you to eat and find out. Hang on a sec. I'll make one for you now. Just don't try to peek at what I'm putting inside. Oh, das nennt ihr Leute also Sommerfest. Oh, so, also das nennt man, wenn Leute einen Yukata tragen. Daten überladen, Daten. Fuck that shit. It's so good. And so tender inside. There's something really tough and chewy in the middle. I wonder what was in it. Look at all the different masks. Ich wette gerade, Chihiro hätte ein Yukata gehabt. My parents used to buy them for me when I was little. I always got the ones from that superhero TV show. Oh, look! They still have the same ones as back then. Oh, this really brings me back. Hey, you two! Wanna try your hand at a lucky draw? Lucky Draw. Wärst du mal mit Mitsuru gegangen? Wieso?
Wieso? Nein, da wäre nur Eikes gekommen und hätte gesagt, oh, Daten überladen, ich sehe einen Teddybär zu süß. Wir explodieren. Die hätte das ganze Date gestört. Die hätte die ganze Zeit nur rumgenervt. Make some nice memories, what do you say? Odds are looking good, lots of winning tickets left. Hey, look! A lucky draw! Oh, ich denke, ich werde jetzt eine Lotterie losziehen, denn ich habe noch mein Glücksband um. Let's give it a try. I am a sucker for games like this. Let's go. Die Kiste ist voller dreieckiger Lotterielose. Nimm eins von oben. Alle nehmen immer von unten. Congratulations, you won! Sie. Wow, you must have incredible luck to win on your first try. Here is your prize. Enjoy. Let's go. Kaleidoskop. Oh, that looks pretty expensive. You picked a good ticket. Willst du es haben? Didn't that guy seem a little upset about it? Ja. Ich glaube, er will mich zusammenschlagen. Wir sollten schnell weg hier. Look at the time. Oh, we should start heading back. Nein. Wo ist das Feuerwerk? Was ist das für ein Sommerfest? Wo ist... Hallo? Ich dachte, hier kommt noch irgendwie Feuerwerk und so. Let's go to more fun events like this in the future. Nein. Nicht, wenn das so endet. Nachdem ich Hugo nach Hause gebracht hatte, ging ich zum Wohnheim. Hey, das ist das Sommerfest? Nicht keine Cutscene mit so schön hier bunten Feuerwerk und so und alle freuen sich und Eiges explodiert oder so. Nichts. Schade. Alright, das ist Montag. Heute verleihen wir dem Programm mit einem exklusiven Montagsspezial mehr Würze. Aus dem Fernseher kommt eine fröhliche Stimme. Lass uns einen Film sehen. Okay. Hier sind die ganzen Montagsidioten. Ich habe aber keine Lust auf Kenji. Obwohl es Montag ist, läuft das Programm für die Sommerferien. Das Gruselset. Fluchpapier. Verschwindeball. Das ist ein Pokéball. Der verschwindet. Kaufen. Fluchpapier-Set. Thanks, kid. Bye-bye. Bye-bye. Habt ihr Mad Bulls gerade da? Ich nehme mir noch ein paar ab. Ich habe ja nur 34. So, jetzt kann ich endlich mal wieder Social Links machen. Bibi Habibi. Habushush. Shushush. Shu, du bist so süß. Alright. Naganaki-Schrein oder Paulonia Einkaufszentrum. Ich muss mal meinen Shit verkaufen langsam. Ich war ja im Tartarus. Und hab mal noch nicht meinen Shit verkauft. Be careful. What you wanna? Sure, it's a deal. Und ich habe jetzt einfach mal 300.000 Yen. You finished? Come back, sir. Kann man machen. Oh, ich wollte auch noch zum Antiquitätenladen. Ich wollte ja neue Ausrüstung mir hier, ne? Herzaubern. Which one? You've come at a good time. There are some new items you can create. Is it better? No. Falke, is it better? No. Flackerkleid? No. Gambus Leggings? No. There's still so much we don't know about personas. You'll just have to keep testing. Egotit Beinschienen für Eiges. Nehme ich mal mit. Here you go. You're sure about this, right? So what now? Hab ja jetzt schon einen, oder? So, what will it be? So, what will it be? Rockerhundeanzug. Für Habibi.
Ich glaube, dann nehmen wir mal eins Thanks mit. for waiting. Nukleusgewehr. Für wen? Für Aegis. Ich habe schon eine neue Waffe für sie, glaube ich. You never really know what life has in store. So, what will it be? Schwert des Heiligen Ritters. Namenloses Katana. Namenloses Katana? Nee. Nihilklinge. Das hier brauche ich für die Quest, ne? Das nehme ich noch mit. Thanks for waiting. Außerdem ist es auch besser als meins, ha. Ursprungs-Yumi. Nehme ich mit. Here, it's all yours. Claimer brauche ich nicht, weil Junpei kann mich mal am Arsch lecken. Lamberge kann ich auch gebrauchen für Here, it's Mitsuru. all yours. Nihil-Kleidung habe ich 0. To make this, Yep. you'll need Nihil-Erz habe ich you like. 4. Aber die Sachen brauche ich, glaube ich, gar nicht. Nee. Is that all you need? Hope to see you soon. Okay. Wait, ich habe noch vergessen, Item-Tausch zu machen. Welcome, come on in. I've got some good stuff in stock. Take your time browsing. Obwohl, nee, fuck that shit. Brauche ich Everything nicht. good. Hope to see you soon. So, Persona, Auftrag, Social Link. Ich brauche Ausrüsten. Und dann muss ich auf Koromaru gehen. Koromaru gebe ich jetzt Rocker-Hundeanzug. Yeah. Für Mitsuru habe ich auch neue Waffen, ne? So we go. Für sie habe ich einen neuen Bogen. Und warte mal, für hier. Auch eine neue Waffe und das ist eine Quest, die ich gleich abgeben kann. Yeah. I'm looking for. Here are my requests. Let's Und hear hinter the Mitsuyo. results. Okay. So, was ist Daietsu? Wo kriege ich das? Was ist das? Gucke ich jetzt mal nach. Ich will das wissen. Please paint my powerful persona a pretty purple. Please paint my powerful This is harder than I thought. Was labert sie? Ich finde dabei nichts. Quest 58 ist das.
finde es nicht. Ich finde es nicht. Info. Angeblich kann man reich werden, indem man immer wieder ein Objekt gegen ein anderes eintauscht. Probierst du das für mich? Wo soll ich das denn eintauschen? Okay, ich habe jetzt die Quest auf Englisch gefunden. Okay. Also man muss einfach nur auf die Karte achten anscheinend. Very well. Und das wird einem schon angezeigt. Aber der erste ist halt schon irgendwie an so einer blöden Stelle, wo man es nicht sieht. Deswegen ist das so verwirrend. There we go. Verdammt, das tut ganz schön weh. Hab ich echt nur Pech, ha? Was zum Teufel willst du? Siehst du nicht, dass ich gerade nicht in Stimmung bin, um zu reden? Moment mal, was hast du da? Verbandszeug? Ha, perfektes Timing. Kann ich das haben? Ihn geben. Danke mal, Uff, das soll fürs Erste reichen. Einem Idioten wie dir was schuldig zu sein, passt mir echt nicht in den Kram. Bist du ein Schüler, oder? Schätze mal Gecko-Karten, wenn du von hier bist. Hier, ich bedanke mich nicht oder so. Aber das kannst du haben. Hab ich drüber Bahnhof mitgenommen. Bedeutet mir sowieso nichts. Schülerhandbuch? Schülerhandbuch. Okay, wer könnte was mit einem Schülerhandbuch anfangen? Vielleicht der Typ hier. Oh je, wo habe ich bloß mein Schulbuch hingelegt? Ist was? Ich bin gerade im Stress. Hey, Moment mal, dieses Buch, das du da hast. Darf ich das mal sehen? Das sieht so aus wie meins. Ist es das hier? Es ist meins, danke, du hast mich gerettet. Oh, hier ist ein kleines Dankeschön. Unwiderstehliche Katzenminze. Das habe ich umsonst bei der Aoigia-Apotheke bekommen. Ich habe aber keine Katze. Falls du es nicht gebrauchen kannst, gibt es einer der Katzen in den Einkaufsstraßen. Einkaufsstraßen. Dann gehen wir mal zu den Katzen, I guess. Hey, Katze. Oh. Ich habe mir Katzenohren aufgesetzt, aber der Kater schaut mich trotzdem nicht an. Wenn ich vielleicht ein Katzenspielzeug hätte, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Oh, ist das Katzenspielzeug? Hast du eine Katze? Nein, das kannst du haben. Darf ich? Danke. Dafür sollte ich dir was geben. Oh, ich habe eine Idee. Du kannst dieses Katzenohrstirnband haben. Ich brauche es nicht mehr. Hier. Katzenohrstirnband. Diesen Stirnband würde Elizabeth vielleicht gefallen. Ich sollte es ihr zeigen. Ah, okay. Auch zu Elizabeth, I guess.
Good day. Wegen der Are Aufträge. you accepting a request? Let's Hier. hear the results. Das ist Chefin. Oh my. Oh, welche exquisite Objekte. Ich will das unbedingt anlegen. Tja, wird schon schief gehen. Okay. Das ist sure. Wenn ich das trage, verwandle ich mich in eine Katze. Vielen Dank für dieses liebliche Geschenk. Jetzt kann ich auch ein Daihatsu sein. Bitte nimm diese als Belohnung. 20 Türkis. Okay. Ich möchte Aojiro probieren. Bringe Elizabeth ein wahres Aojiro. Das ist doch bestimmt, das kriegt man doch bestimmt in der Apotheke, oder nicht? Very well. Da fällt mir an, dass Elizabeth Aojiro probieren wollte. Vielleicht gibt es das hier. Hey Junge, was kann ich für dich tun? Woche Aojiro. Oh, sorry, das bieten wir gerade nicht an. Früher führten wir es, aber es verkaufte sich schlecht. Die Leute kauften es nur zum Scherz. Allerdings habe ich neuerdings eine Aojiro-Kreation, mein Meisterwerk. Gegen dieses Objekt aus dem Antiquitätenladen würde ich mich davon trennen. Traditionelles Jagen. Haha, kleiner Scherz, als Schüler kannst du dir das nicht leisten. Sorry, aber das mit dem Aojiro wird nichts. Aber keine Sorge, ich habe viele tolle Alternativen. We've got some new stuff. Take your time, browse. Du hast ja nicht mal was zum Wiederbeleben. Du bist wirklich... Sorry, aber dein Laden ist scheiße. Dein Laden ist einfach nur scheiße. Ich nehme jetzt trotzdem ein paar Mal von denen hier mit. Done already? Thanks. Okay, Antiquitätenladen. Welcome. Traditionelles Jagen, das ist eine ziemliche Rarität. Aber wenn du mir Edelsteine bringst, ist das kein Problem. Da es sich um eine Seltenheit handelt, kostet es dich auch mehr. Sag einfach Bescheid, wenn du tauschbereit bist. I got my hands on some pretty interesting wares. Sie will 2 Topaz Feel free to haben look around. und 1 Türkis. Ja, okay, How hier. many? Did that catch your eye? We have a deal. Gut. Everything good? Come again. Yes, everything is fine. Warum kann ich die eigentlich nicht daten? Die sieht so gefährlich aus. Hey Junge, wie geht's? Oh, ist das etwa traditionelles Jagen? Wie bist du bloß da rangekommen? Ich hab getauscht. Ja, verstehe. Naja, solange du keine Gesetze brichst, frage ich nicht weiter. Naja, ich bin jedenfalls beeindruckt und stehe zu meinem Wort, das ist für dich. Wahres Aojiro. Falls du mehr willst, gib einfach Bescheid. Eigentlich bieten wir das nicht an, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Ich werde das für meine Forschung gut gebrauchen können. Traditionelles Jagen. Aus Dank nochmal. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen. Regeneriert 200 TP bei 1 Verbündeten. Who gives a shit about this fucking shit, bro? Will einfach 7000 Yen für so einen Müll haben. Okay. Good day. Hier. Are you accepting a request? Hier ist dein Let's hear the Aojiro. results. Das ist also Aojiro, ein schrecklicher Grünton, oder? Lass mich mal nippen. Die sanfte Süße auf der Zunge, das Zitrusaroma in der Nase. Der Geschmack ist wirklich köstlich, leider nur ist nicht mehr allzu viel davon übrig. Bitte nimm dies als Belohnung. Ah, ja, kann man machen. Kann man machen. So, Musik der Gekko-Kan. Ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll, aber die sind sowieso gerade in einer Affäre, also ich keinen Scheiß. So, ich könnte jetzt den hier weitermachen. Ja, ich bring den hier mal zu Ende, oder? Würde ich sagen. Gar keinen Bock mehr auf ihn. Ich will das jetzt hier zu Ende bringen. Und verbringen wir Zeit miteinander, du Fuck. Dein scheiß Kult. Was schreit er mich so an? I did it! I finally met my quota! I found someone else to welcome into our vlog! No! Speak of the devil! Oh, er wird jetzt fürchterlich verprügelt, oder? Oh, wow!
Are you interested in joining too? Finally, paradise is smiling back at me. Yes, yes! Willst du dir etwa auch übers Ohr hauen? Scam? I don't know what you're talking about. I'm trying to save these people. They've suffered in this world just like me. Someone as good looking as you could never understand. You have no idea what people like me have to go through. Und deswegen ein Kult oder was? Fine. If you're gonna try and stop me, then you and I are through! Oh. Franzi, Hilfe. Hilfe. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, irgendwas ist hier nicht so richtig. Ich glaube, irgendwas ist hier nicht ganz richtig passiert. Ich glaube, so soll das nicht. Das ist normal? Don't follow me around anymore. Only true believers are allowed into paradise. Der neue Rekrut kam mir irgendwie bekannt vor. Ich sorge mich um Suimitsu. Ich folge ihm lieber. Huh? What is this? Tja. Is this an emergency? A serious emergency? Ich dachte gerade wirklich, ich habe was falsch gemacht, hä? I think I remember some other cult saying stuff like that. Except they really weren't about initiation fees. It was more about giving up material wealth, wasn't it? Stealing ideas from real, actual religions. That's a textbook cult tactic, you know? You mean this was all a trick? Oh, yeah. You've been duped, kid. But not by us. You should blame that cult you believe in so much. Now that I know the truth, I almost feel sorry for you. But you had to take things too far. Try not to hit his face. If you leave any marks, you might be able to press charges. Am I gonna die? Yes. Yes, you are. But if I die here, I'll be reborn, and I can go to paradise. Sure. I'm not scared. I'm not scared. What? What are you doing here? After I said such awful things to you. I'm freaking out! I don't want them to hurt me! Es ist dumm. Oh mein fucking Gott, es ist dumm. Oh mein fucking Gott. Oh shit. Vertraut mir zutiefst, unsere Beziehung hat sich vertieft. Es ist... Oh. I'm sorry! I'm so sorry! Gross, dude, you're getting snot everywhere. Screw this, I gotta get to work. I've had just about enough of this. Look, just forget about the money. But I don't ever want to see you near my son again. You're so wonderful. You have such a kind soul. Er hat literally nichts gemacht. Ich bringe es so mit nach Hause und gehe dann zum Monheim zurück. Ugh. Ugh. Bringen wir die Sache mit ihm schnell hinter uns. Oh, welcome back.
Es ist zu heiß, ich hasse es. Wie kommst du zurecht? Ich ertrage es nicht. Ja, die Hitze ist unerträglich. Schon das Rumsitzen schafft mich total. Ich muss mich mal von der Hitze ablenken. Der nächste Vollmond ist im September, kurz nach Ferienende. Oh, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich so drüber rede, kommt es mir so vor, als würde ich für eine Prüfung lernen. Wenigstens sind nur noch 4 Schatten übrig. Wir müssen weiter durchhalten. Bibi Süßi. Süßi Koromaru. Koromaru Susu. Ich will lieber mit Koromaru. Ja. Ja, Bibi. Ich weiß, das ist kein Social Link, aber ist mir scheißegal. Er ist so süß. Er ist besser als jeder Social Link. Ob er wohl eine bestimmte Sendung gucken will. Mein Wissen wird sich verbessern, wenn ich... Ja, genau jetzt kann ich das Mäßigkeit Arcana helfen, meine Entwicklung noch zu verstärken. Mäßigkeit Arcana? Warte, Mäßigkeit Arcana? Nein, nicht sauer sein. Ich will nur gucken wegen Mäßigkeit. Habe ich eine Persona mit Mäßigkeit? Koro-chan, ich gehe nochmal ganz schnell los. Und bin gleich wieder da. Dann können wir zusammen Fernsehen, ja? Ich muss noch mal ganz kurz in den Velvet Room. Nur ganz kurz. Dann können wir gleich Fernsehen. Ey, Elizabeth, lass mich hier rein. Ich muss für meinen Hunden los. Danke. Ich brauche Kader für meinen Hund. Mäßigkeit? Welcome to the Velvet Room. Gib mir Mäßigkeit. This is your progress so far. Hab ich doch gar nicht, oder? Hab ich überhaupt einen Arcana mit? Doch, hab ich. Genbu? Ja, okay, gib mir Genbu. Fuck that thing. Okay, ich bin wieder weg. Tschüss. Ich bin wieder weg. Tschüss. So, ich will jetzt Fernsehen mit meinem Doggo. Mit meinem Süßi. Fernsehen mit meinem Süß. So, ihr kennt mich mal alle, ihr Menschen und Roboter. Ich will mit meinen Hundis chillen. Zusammen TV gucken. Yeah. Oh shit, was gucken wir da? Es ist eine Dokumentation über einen Wolfsrudel. Das wollte Koromaru wohl sehen. Okay. Koromaru, chill. Das ist nur eine Sendung. Chill, please. Scheint den Rudelführer zu imitieren. Thomas-san gefällt die Sendung offenbar sehr. Zu sehen, wie Tiere in der Wildnis leben, half mir, mein Wissen zu verbessern. Sure. Mit Koromaru chillen ist beste Zeit. Best Time. Koro-Time, Best Time. Von dieser Serie gibt es anscheinend noch mehr Folgen. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mir die vielleicht mal... Oh, das machen wir definitiv. Selbst wenn mein Mist auf Max ist, mache ich das mit ihm. Next. Ich würde mal nebenbei jetzt schon mal gucken, was beim Turnier passiert. Aber ich werde nicht gleich das Turnier anmachen, weil die werden das sowieso jetzt erstmal 100 Stunden labern und so. Außerdem will ich ja eigentlich nur bestimmte Matches sehen. Ich will ja nicht alles sehen. So, wo ist denn hier... Capcom Cup, da ist es, Group Stage. Da steht Starting Soon, okay. Brauche ich nichts machen. Ich habe E-Mails. Bitte ergänze reingehauen wie ein... Was? Baby will mit mir ins Junpei? Hast du meine letzten Mitteilungen bekommen? Zu meinem genialen Sommerplan fehlst noch du, Alter. Ich bin an der Einkaufsstraße, also komm rüber, sobald du das liest. Okay, Frage in den Chat. Und ich weiß, der Chat besteht nur aus einer Person. Soll ich das machen?
Soll ich so nett sein und mit Junpei dahin gehen? Oder gehe ich mit Baby ins Kino? Jetzt kannst du machen. Ist okay? Ja, ist es ich weiß nicht, ob... Ja, okay, mache ich. Ja, okay. Okay, mache ich. Okay, treffen wir uns mit Junpei. I guess. Bevor er gleich nicht mehr... Ja. Du hast genau richtig. Hast du meine Nachricht gesehen über meine grandiose Idee? Ich würde sie gerne in die Tat umsetzen. Wenn es darum geht, Frauen aufzugabeln, dann bringe ich alles um. Zeit mit Junpei verbringen, I guess. Okay, dann kaufe ich, was wir dafür brauchen. Warte einfach hier auf mich. Wassermelone? That's one magnificent melon, ain't she? It's the highlight of my day. So, I've been thinking of throwing a watermelon splitting party. We haven't really done anything summery since vacation started, you know? Especially Amada. He always looks so bored when I see him in the dorm. Wer ist Amada nochmal? Ich weiß gerade nicht, wer Amada ist. Man, that kills me to see. Ach so, der kleine Junge, oder? It'd be a real shame if he didn't have a single entry in his summer picture diary. Okay, das ist echt... okay, doch, das ist nett von ihm. Das ist nett von ihm. I can already see the look on his face. He'll be like, Junpei-san, you're super cool and you're super nice. Oh, I mean, don't you know? They say women can't resist a guy with a soft spot. Er hat alles kaputt gemacht. And you know what? Er hat alles kaputt gemacht, was er gerade gesagt hat. It's a win-win situation, don't you think? And you, oh boy. I think my arms are gonna fall off. Oh Gott. Bitte, bitte lass das Ding jetzt nicht fallen. Ah, yes. Today's shaping up to be a glorious day. Auf dem Dach macht ihr das? Such a shame that the third years. Warum nicht im Garten? If we're splitting watermelons, I'm out. What? Just like that? You're not even gonna hear me out? You have a watermelon and a bat. What else could it possibly be? That's more for little kids anyway. Plus, it's really hot out. And look, I get you're trying to be nice. Komm schon, Mann, uns ist langweilig. Hey, don't make it sound like we have nothing better to do. But I guess we really don't, huh? Come on, let's have some fun. Well, when you put it that way, maybe just for a little bit. Süßi. I know, Koromaru. Don't you worry, boy. We didn't forget about you. All right, what are we waiting for? The youngest gets to draw first blood. Now this is what real summer feels like. My blood's pumping something fierce. Warum machen die das auf dem Dach? Look who's acting like a kid now. Oh yeah, where's the blindfold? We can't split watermelons with just a bat. Nein, das machen wir lieber nicht auf dem Dach. This bat seems kind of worn in, doesn't it? Oh, wow. You got that. That bat and I go way back. Had it since I was in Little League. I've never mentioned this before. Das ist mir neu. Must have never had a chance to talk about it. That I used to play baseball, I mean. Anyway, that's old news now. Wait, then should we really be hitting watermelons with this? Well, nah, it's cool. Don't think I'll be using it much from here on out. What's wrong, bud? Dying to chomp on some melon?
Kuromaru will uns etwas sagen. Hey, come on, Koromaru. We can't swing at the watermelon with you in the way. Koromaru? Hey, why don't we use something other than the bat? Gute Idee. See? Senpai thinks so too. Then what else are we gonna use? Anything, I guess. Just as long as it's interesting. Interesting. Kind of a weird request. Oh, like if Sonata-san used his bare hands? Someone say my name? Yeah, let's go. Er muss einen Karate-Chop machen. Whoa, Sonata-san. Da wäre ich voll dafür. Well, when I got back, I thought I heard voices coming from the roof, so I came to check it out. Watermelon splitting, huh? That's right. We were just talking about what to use to hit it. You're not gonna use that bat? Wir wollen, dass du deine Fäuste benutzt. My fists. On this? Oh my god, yes! I'd actually love to see that. That's okay, right, Junpei-san? Huh? Sure. If that's what you want. Alright. Guess I better make this good then. Hey, try not to go all out or there won't be any left to eat. Oh, ich will sehen. Whoa! Sonata-san, you're incredible! Da ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Wo ist der Rest hin? Ist alles quer durch den Dings geflogen, oder? How are we supposed to eat it now? Can't believe that thing was still edible after it exploded like that. Not exactly how I was expecting, but looked like a mod ad. Man, I was acting kind of lame back there, huh? You know, before we busted the melon. I'm talking about the whole back thing. You were just trying to be thoughtful. I didn't want to come off like I was having second thoughts, but I guess I couldn't help it, huh? I was supposed to be this cool mentor, but instead, kid ends up pitying me. Du hast dein Bestes gegeben. Don't worry about me anymore. I'll just get even sadder, you know? I mean, I'm not saying it's your fault. How the hell do I put it? This is a me problem. It probably doesn't make sense. I feel like my life, my teenage years, it's just all over the place. Anyway, I think we're done for today, yeah? Appreciate you helping me prep and clean up. Well, let's head back downstairs. Mein Charme hat sich verbessert, nachdem ich gesehen habe, wie umsichtig Junpei ist. Okay, ja. Klar, klar. Auf der Theke liegt eine Kiste. Das ist mein Produkt da ist. Yeah. Oh, it's you. Welcome back. So, ich guck mal kurz, was die da on Stream machen. Wahrscheinlich labern die jetzt schon irgendeine Scheiße. Ja, tun sie. Sie sagen gerade, wer in welcher Gruppe ist. Okay. Ja, ja, ja. Aber ja, die labern jetzt erstmal noch Ewigkeiten, glaube ich. Bis es losgeht. Kann ich jetzt mal noch ein bisschen weiter zocken. Die Sommerferien sind nicht mal 2 Wochen zu Ende. Der Kampf gegen die Schatten hat zwar Priorität, aber vergesst darüber nicht auch für die Schule zu lernen. Mitsuru, ich hasse, ey, ohne Scheiß, ich hasse so viele Charaktere in dem Spiel und Mitsuru ist gerade gefährlich nah dran. Für die Schule zu lernen, Alter. Geht in die Sommerschule, lernt für die Schule, trinkt Tee auf diese Scheißweise. Alter, ey, ohne Scheiß.
Dieses Mädchen, ey. Ah, ich kotze. Wo ist Koro-chan? Wo ist mein Doggo? Mein sweet, sweet Doggo. Okay, ich glaube, der will heute nicht. What else can I do? Ich kann meine Esslings machen. Meine Abends-Esslings. Die fürchterlichen Esslings. Da ist der Tut. Und da drüben ist doch hier noch der scheiß Mönch. Okay, der Mensch ist nicht da. Da muss ich wohl zu dem... Da muss ich wohl zu Dingensbummens Küchens. Ihm hier. Hey. Ah, da bist du ja. Es gibt wieder ein kleines Problem. Ein paar andere Investoren sind ausgestiegen. Doch da es nun weniger sind, machen alle mehr Profit. Würdest du also noch mehr investieren? Nochmal 10.000 Yen würden locker reichen. Ey, ich habe dir mittlerweile schon 30.000 gegeben. Oh, Arschloch. Ich gebe dem Mann 10.000 Yen. Mein dummer kleiner Lehrling. Hast du noch nicht gemerkt, dass du reingelegt wirst? Alles, was ich gesagt habe, war höchst verdächtig. Dummheit müsste verboten werden. Klar, du hast auch ein paar gute Eigenschaften, aber wenn du so naiv bist, nutzen dich alle auch nur aus. Bleib bei meiner Seite, dann zeige ich dir, wie man im Leben gewinnt. Dieser Mann scheint es ernst zu meinen. Soll ich ihm für einige Zeit zuhören? I guess. Alright. If you insist, I'll give you my autograph. It's always a pleasure to meet a fan. Irgendwoher kenne ich dich. Oh my. It's so very difficult being famous. I can hardly go anywhere without being recognized. I'm sure you've seen the home shopping program, Tanaka's Amazing Commodities, yes? Allow me to introduce myself. Der Mann überrascht mir eine Visitenkarte. Darauf steht Präsident und leitender Produzent Tanaka. That's right. I'm Tanaka himself. Surely you've heard the name. I'm afraid I can't offer any returns on your 40,000 yen. Toll. But I've autographed my business card for you. Toll. Hold on to that. It'll be worth a pretty penny in a year or so. Das glaube ich nicht. And with that, I must be going. Tanakas Autogramm. That little brat. Doesn't he realize he's in the presence of a star? Dieser komische Präsident, merkt er nicht, dass er in die Richtung des Brunnens geht? Wohnt er im Brunnen? Time is money, especially mine. Should have squeezed a few more payments out of him. Will er jetzt über die Bank in den Brunnen steigen oder was passiert jetzt? Huh? What do you want? Quit disturbing me. Get out of here. Shoo. You overheard me talking to myself just now, didn't you? You'll forget it ever happened if you know what's good for you. I belong to a powerful talent agency. Oh, können wir ihm bitte kurz in die Eier treten? I'm practically a celebrity. I have an image to maintain. Einmal kurz in die Eier treten. Don't even think about telling someone that I took your money or called you a little brat, capiche? Natürlich, schon klar. Don't get cute with me. You think you can get away with anything with that pretty face of yours? Oh, silly me. I've let you in on my little secret, haven't I? Don't tell anyone, okay? Please, I'll lick your shoes clean if you want me to. What the fuck? Das ist mir recht egal. So, you won't tell anyone, right? You better be ready to cross your heart and hope to die if you're lying to me. A verbal agreement is a form of contract, and if you breach it, I'll sue your pants off. Klar. I've got your adorable little face etched into my memory.
Er scheint sich für mich zu interessieren. Das ist alles, was unser Charakter hier rausnimmt. Ich habe nun Bekanntschaft mit Präsident Tanaka gemacht, dem leitenden Produzenten einer Teleshopping-Sendung. Teufel, Arcana. Geilo. So ein Scheißdreck. You're a diamond in the rough, my boy. All you need is a little polishing, and you'll sparkle. I often take my breaks here. I'd be happy to mold your young mind whenever you wish. Nachdem ich mich von Präsident Tanaka verabschiedet hatte, kehrte ich zum Wohnheim zurück. Nachdem ich mich von ihnen voll labern lassen, ging ich verzweifelt ins Wohnheim zurück. Okay. Mittwoch in den Sommerferien. Oh nein. Wer will sich treffen? Good morning. This is Oh Elizabeth. nein, da haben sich wieder Leute verirrt, ne? I am calling to inform you that Nein. more humans have wandered into Tartarus. Warum denn diese One Idioten? this time, I believe. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. Warum dieser Goodbye Trottel? now. Warum machen die Idioten das? So, mal kurz in den Stream reingucken. Und spielen, die spielen gerade Street Fighter. Ich mache mal an. Die Gruppe A, die will ich auf jeden Fall sehen. Die Gruppe A, die ist wichtig, die muss ich gucken. Erstmal checken, wie ich das hier alles mache. So. Minding my biz. Bliss. So. I need this. Oh shit, ey, direkt Luke Level 3, die beschissenste Level 3, die man überhaupt sehen möchte. Cavano ist am Start und macht hier auch wieder Stress. Cavano aktuell einer der stärksten Japaner mit Luke. Macht hier, nicht mit Luke, sorry, mit JP. Nee, warte mal, hier steht Cavano spielt Luke. Okay, das ist mir neu. Ich dachte immer, der spielt JP. Kann ich das hier irgendwie höher stellen? Muss gehen. Hier, komm, das geht doch. Der ist bezahlt. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Das war fies. Oh, das war ein fieses 1:0. Super knapp. Oh, die haben Audioprobleme on-site. Man hat die Kommentare auch nicht mehr so. Right, a lot of times you see players, they try to dash up and get some neutral space back so they won't be close to the corner, calls them out with it, and I see why he did it, but it didn't work out. Kawano keeping his wits about him, gets that first game, and that was still one round. Jetzt geht's wieder. Perfect parry, flash knuckle. Oh, fies, fies. Fireball, yes sir, and that is a frame trap. Careful trying to get him to stay in this corner, trying to control his pace. Oh, fies. out of the drive rush. Man, he's been pretty good at calling out some of this neutral. Gets the perfect parry. I would have went for the back throw, but he doesn't take the space. Uppercut. Kein Punish auf den Parry-Versuch. Are you for real? Good defense from Shadowkin, but it's still Stark. pressing on the accelerator, drive rush forward, clapping him, looking at match point. I thought he was going to take that back throw, get some space, and maybe get control of the screen. Jumps out, eats an uppercut because of it. The drive rush in right now, and Kawano's looking like this is just another day at the office right now. And he's got full corporate over in California. Hey, look. Okay, gets the DI.
That's actually 6 side Side switch. switch? Set it up one more time. Level 3. Bang! Now this is what I like to see. A big chunk of damage here. And he's going to be really close to burnout. And he's got that corner position. Ouch, ouch. Just in case he wants to back up. Of course, he's going to press the offense. And that is an overhead. You got to be careful. Oh, ich hasse JP-Kombos so sehr, ne? Guess for life. Aber er konnte mich killen, er konnte mich killen. We've seen what Kawano can do here. And look at this. Do you cash out now? Stark, stark. Level 2 just to make sure he's got a little bit of bar left on the tail end. Oh, you can actually get a splat. And now in burnout. Oh, he knows. What a Das war ein Late TP, der war stark. Oh, da hat er perfekt mit dem Amnesia reagiert. Strong, strong. Der hat da richtig schnell noch reagiert mit Amnesia. No, sir, the Amnesia always ready. Great usage, man. One of the tools we've been seeing throughout the entire inception of Street Fighter 6. People learning how to deal with it now, and great usage there by Shadow King. Oh, runs right into it. Uppercut. Oh, that was meaty. Tries to hit a button, that's gonna be a counter hit. Kawano. Krass. Ich krieg eben einen Anruf. Ich bin gleich wieder da. But it was not for lack of trying, I can tell you right now. That second round in this last game really looked like something was starting to happen. I mean, we saw the perfect amnesia there in that clutch situation where you could have been stunned. That drive impact, what a great reaction by Shadow King. But once again, this is groups. You still have games to play. That does not mean it's going to be the end because still, like we said before, everybody has to play everybody in this group set to see who's actually going to make it out. Yeah, realistically, when you're looking at how the players stacked up against each other, we know a bunch of information about Kawano and not as much about Shadow King. But I will say, toe-to-toe, Shadow King was doing it. He was 100% delivering the unexpected against Kawano. He made him sweat a little bit. A significant amount, I should say. The scoopage right there. I like that drive rush just to get you to freeze up a little bit. Goes for the command throw on the tail end. And you can see Kawano already making those adjustments, especially when he got him to this corner. And I felt like this was Shadow King really tried to make his escape a lot of times. And that's textbook, right? You don't want to be stuck there versus Luke. Catches him. And then, of course, the reaction level 3 right there to the feint. And I love that too, just fully ready of the strings that come out. Kawano always having that super as a threat. But Shadoken also, I think this was the more important thing, that he decided to go for the projectile, then into the double departure to really enforce that point. But this here, right? That was actually very, very awkward. We thought Kawano is for just a little bit too far out. But unfortunately, you know, Shadoken, as soon as you see it, that drive rush came back. Kawano let it rip 2 times, and that was it for that round. Perfect parry right here. And then, as of course, you see Kawano straight go into, you know, regular, everyday Kawano mode, bro. When I tell you, he plays his character so well when it comes to controlling space now, especially since we've seen, like, the meta evolve with Luke. Everybody says that he's very good, but it's still about how you apply these tools, especially versus a character like JP who has great screen control as well. Shadow King definitely didn't make it easy. You see the clutch DI right here, 6 side switch combo. Man, this was cool. I'm telling you, man, Shadow King, he came to play, and I like that he did all of the homework necessary against Luke. His defensive capabilities were pretty top-notch, but you know Luke, the amount of damage that he could deal out as soon as he gets that opening could be catastrophic. Kawano taking it down 2-0. I feel like a lot of people were kind of thinking about that. You know, Kawano coming in as one of these stronger players in this group, but it's still quite a coin toss. Still the same. How did that even happen, dude? Going into it because of the amount of Kens, the amount of Lukes. Yeah. I mean, those are some of the characters we've already expected to kind of see. It's okay. Those are the characters we very much expected to see, man. I mean, JP is a character that everybody's been talking about throughout the inception of Street Fighter 6. So you have to be able to deal with that character. Same thing goes for Luke, excuse me. See, there you go. Same thing goes for Luke, but you really have to be prepared to deal with it. The Ken on my tongue was coming from Phenom. I'm going to tell you right now because I feel like that's the character we're going to see in this matchup. Joe Rogan, no slouch, not unfamiliar to this position as well. Can't wait to see what he does here. And you know he's been doing his research to see how he's going to be able to fight up against Phenom, who's really been throughout the year. You can see he's been making these character trials to see what character is going to be strongest. I've been watching him stream and go through all the trials and tribulations of going through like the matchups, playing online, and just learning how this is going to work out. So I'm really interested to see how he's going to fare in this group. But Joe Rogan, no slouch. He's definitely a hard worker when it comes to the CPT. And this, like I said, this ain't his first rodeo. And he's had plenty of good results as well. Like obviously represented himself well over at Toryukin, defended North as well. But I think his more notable results came from the World Warrior event over at Canada East. Him taking down first place was pretty significant. But also his tryout for NA Midwest, where he actually placed second. That's where we really got to see him shine, I feel like. But we talk about Phenom.
what can we really say about Phenom, right? He's also part of the championship team for SFL EU, part of Zero Nation. Also, the content that they've been producing has been fire. Shout out to Zero Nation. They've definitely been doing some amazing work over there. But no, you definitely talk about that, though. I mean, we've seen him in quite a few majors this year, man. World Warrior Europe, of course. We saw that's where he got that first place. SFL EU, his team actually won first place there as well. So there's a lot. And, of course, CPT Online Europe. Northeast is where we saw him get first place. But here we go. We're going to get into it. Phenom, Joe Ume Rogan. We got Luke versus Ken. And this is exactly what I was thinking about just now. I wanted to see how he's actually going to approach this matchup. But the early launch right here, the early takeoff for Joe Ume Rogan to take this initiative, and he gets the corner already. I feel Ultra David wincing somewhere. He's like, man, it was that easy to whip punish a low medium. Right? He's going to tweet it out again, I'm telling you. Tatsu to the corner. I like the double dash up. Take that space. Ooh, tries to go for the throw, the crouching heavy punch. Full conversion here. Throw. Gets set up for the layers one more time, but Joe Rogan busts through all of it. Uses the OD. Nice block on a drive rush overhead there. You know, at this point, too, the amount of drive gauge left, I was going to say, if Joe Ume Rogan, not the bald one. Yeah, no. But if Joe Ume Rogan had managed to land a single hit, he would have been able to take out the rest of Phenom's life. I like the patience here. Knows that Luke is one of these characters. You really can't just be out here all frivolous, throwing out punches and stuff like that. Don't whip my attacks. God. That's Nice. the scariest thing. I don't know if you know this about me, Joe Rogan. I whip throws. Uppercut. There we go. Oh, nice. Gets the crouch jab. Uh-oh. Burns himself out, though. And stops the drive rush. Spins all of it right here. He knows this is the second round. He's going to get this first one under his belt already. Phenom with the level vergessen, dass sich Venom 3. überhaupt qualifiziert hatte. Nicht schlecht. Up close scrambles. Lots of like crouch jabs. A few misconversions there. But Phenom going to take advantage of it. You know, I'm going to be honest. That tactic always throws me off by surprise. Drive rush forward. Ja, wir werden heute eine Menge Luke und eine Menge Ken sehen, glaube ich. Also Hallibell, der Deutsche, der spielt auch Ken. It really is, especially when you use drive rush to do it, right? Puts you right in their face, makes them kind of freeze up a little bit. Oh, wow, baits the uppercut, Joe Ume Rogan, big damage on the table. Das war ein schlimmer Whiff. Oh, he was trying to bait something out there. What? That was sick. Yeah, he doesn't want the rest of the Jin Ride to come out. Yes, if you have the meter, you can do it again. Okay. Oh, the uppercut from Phenom. He has a little bit of drive gauge, plus frames, hella plus frames of that because he burns out. Alright, this is gonna be. Also bei den Gruppenkämpfen geht es tatsächlich darum, in jeder Gruppe spielen alle gegen alle sozusagen und die beiden mit den meisten Wins kommen dann weiter ins Finale am Ende der Woche. Qualifizieren sich dann für das Finale am Sonntag. Ja, mal gucken, wie die Chancen für Hallibell heute stehen. Ich denke, ich habe das Gefühl, gegen Venom kann er gewinnen. Aber das wird ein Mirror-Match. Das wird ein ekliges Mirror-Match. I'm not sure. Not sure. Wait a minute. Joe Ume Rogan lets him hit the ground this time around just to keep that corner. Ja. Das war sehr gut. Not gonna be CA, but it's gonna be a lot of damage. Das reicht schon, oder? Das reicht, um zu killen. Ja. Das reicht, um zu killen. You saw that yellow bar flash right before the big damage came in. Even with the scaling, minimum damage is going to be significant. Uh-oh, but no resources going into this last round in game number 2. Back throw. I'm glad you did it first. You've unlocked it. Sand Blast. Beide gerade sehr, sehr vorsichtig. I like Joe not going all in, overextending, but the throw, the tick game is still there. And you saw how Joe Ume Rogan actually switched up the offense, right? Going for the heavy throws, and still, it did not make Phenom flinch. He still was waiting for that uppercut that never came, and that's how he took that offense back, and coincidentally, that round. Uh-oh, wait a minute. Still. Uppercut. Joe Ume Rogan to press buttons where he shouldn't. Yeah, he was ready for it as well. I think that was really, really smart from Phenom. The defense was just too much. Stark. The offense on top of it, but I think Stark. Erster Win für Phenom. Nicht schlecht, Lots of nicht schlecht. switch-ups there when it comes to like that offense and that defense, right? Joe Ume Rogan was really trying to test to see if Phenom was really going to keep pressing on wake up. He ate a lot of OD uppercuts because of it, but he put himself in burnout. That makes it a lot easier for Phenom to take that momentum back, especially with a character like Ken, man. Die haben da echt so einen Tresor aufgebaut mit so Goldbarren drin und so.
let's talk about this a little bit, right? Joe Rogan, he had hits and instances of this offense. You know, Phenom could say the same. That's the type of character that both of these are, right? Luke and Ken are powerhouses on offense, can really lock you down, but there are some offense capabilities that both have to eliminate whatever's going on, right? The OD uppercut is going to be the big ringer to get yourself out of the corner. But I wish there's going to be like a replay segment of this. But Phenom, when it came to the control against the drive rushes, he had the best decision making, throwing in some of the lights, and also the OD uppercuts to have Joe Rogan second guess. Just that exactly it. That more often than not really shouldn't happen as often. Good bait right here. Ja, das war ein fieser Wurf. And I like what Joe Rogan did here. Got the corner. Tried to bait something out right here, and this is really where he tested everything. He's like, you know what? I know you're trying to, like especially against the gym right, which is great, but he still has plenty of drive there, so he's able to fight back with the OD uppercut and the jump back roundhouse against that fireball. And that's typically a checkmate situation where they want you to block it because even still, you got to hold it and you can react to that jump back. But it works out for Joe right here. But this gives Phenom another chance, takes him to this last game point right here, and this is where it really got in control for Phenom. Joe Rogan really kind of like fell by the wayside. You really notice the options that Phenom's utilizing after the drive rush, right? I think between both of the characters, you see the medium ring out, it gets blocked, they immediately go into drive rush. One of the big instances or big differences between the two, Phenom immediately goes for the true block swing of crouching jab and immediately leaves it up to the guess, where it could be a throw, it could be the frame trap. Joe Rogan did get clipped by that initially. You're looking at the other way around though. Joe Rogan, when he would go off of like maybe a crouching medium punch into drive rush, he would ich hoffe nicht, dass sie jetzt irgendwie nach jedem zweiten Match irgendwie Werbung machen. Normal, or maybe if he did, it was a normal with a lot more startup, which is why we saw back-to-back interruptions from Phenom. So you're seeing a very, very significance there between the drive rush usage and the normal usage afterwards. And you saw what happened. I'm glad you said that with the drive rush, because Phenom was switching it up. First, he would go for that throw. They both whiffed, and then he started checking the drive rushes for Joe Rogan to get out of the corner. So those jabs really did play a point, but it also played a point to that scramble. That's why Joe was comfortable doing those uppercuts, because he knew there was going to be a few swings that comes from Phenom. But Phenom pumped the brakes a little bit, and that's what really got him back in control of that game, because I felt like Joe Rogan really wanted to kind of steamroll it. But Phenom, he's no new player here. He knows it, tried and tested in some of these situations. He's not going to let that get the best of him. Kept his wits about him, and that's how he stayed solid. Gets that 2-0 against Joe Rogan. Yeah, he still has plenty more games to play throughout the week, right? We still have our first 2 winners thus far. It's going to be Kawano and Phenom. But throughout the week, in case you have missed it, we have 3 days of group stage as we continue on into Group A. You want to be invested because, you know, some of your picks, they might be in for a surprise. I know for sure that we've already put our predictions in. I want to make sure that our fantasy brackets don't get shut down. But we'll see how it plays out. I want to hear it from you guys as well. But going into it, Halibel and Crossover. You know, I had the luxury of being able to watch some of Halibel's games yesterday over at the hotel, and also an interaction between him and some of the top players. He had a nice little conversation with both Bonchan and Tokido, and they were both like, oh, I haven't seen you since like... Da ist er, Halibel, unser Deutscher. Der Deutsche, der für uns ins Rennen geht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, er hat zum Glück nicht die schlimmste Gruppe erwischt, aber es wird trotzdem nicht leicht. Das wird nicht leicht, die ganze Nummer jetzt. Das ist ein bisschen übel. Wir gucken mal. Es hätte ihn schlechter treffen können, sagen wir es so. Er hat immer noch gute Chancen, sich fürs Finale zu qualifizieren, finde ich. Mal gucken. Crossover is one of them. I remember when I went to DR. Shout outs to the DR when I actually went there and I got to see Crossover in person play. So it really hurt me that he wasn't able to show up and play. But that's when I saw him this year. I had to make sure to shake his hand. And then just the same with Halibel, right? I saw him. I was nervous, man. I couldn't shake his hand. He was in the zone. He was talking about Bonchan and Tokido. I'm like, I'm gonna let it rock. I'm gonna just be an observer. Well, I saw Halibel actually yesterday. He was playing Cien, and he stopped playing. Okay, let's go. Oh nein, das wird ein Ken-Mirror. Nee, wird's nicht. Ken gegen DJ. Okay, interessant. The DJ versus the Ken. One of the options that we were definitely looking at, right? One of the variations of character play that we were going to see it for the first time. But DJ going to be on the screen. And I wonder why that is. Maybe it's Crossover's decision to not want to play off against the mirror match. And I'm sure he's well-versed in regards to this matchup, or at least the planning for it, right? He does play this character quite a lot. He does have Capcom Cup champions to hit up to for advice as well. Just strong competitors in the DRC. Oh, guter Whip Punish. Very strong finish over okay. Wurde direkt rausreverselt. Aber das ist no problem. Das ist ein Problem. In der Corner.
I love that exchange too. Crossover doing a pretty good job of already walking down Hollyballer. Now, I've got to say, there weren't that many criminal offenses. We just saw one with the drive rush from that close. Oh, Good shit, good shit, good shit, good shit. Hat ihn jetzt in der Ecke? Oh, da hat er perfekt reagiert auf den Drive Impact. Direkt Counter DI. Ah, das war fies, das war fies. Stark, stark. And I think the better approach is to look, if you know this is the only character that your opponent is going to play, why not take it? Good You shit, good already shit. have the knowledge of playing that character, put it to the test. Make them fight harder. Work smarter, not harder. Crouch short right there. I like the pace these guys are playing at. Okay, ist gut rausgesprungen aus dem Throw Attempt. I like that. In terms of the pace, you can see Crossover really trying to Aber hat keinen Drive Rush gemacht. multiple times over. Hollyballer has done a great job of kind of neutralizing that threat. He's gone like toe-to-toe in regards to the drive rush exchange, or at least the drive gauge. Schön, schön, schön. Das ist die Level 3. Ja, 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 ja. Da kann man ruhig ausgeben. Da kann man ruhig ausgeben. Es wird nicht umbringen, aber er hat danach eine gute Chance. Und es ist auch... Also, es wäre stark, sich jetzt die zweite Runde zu holen. Selbst wenn er danach keinen Meter mehr hat, ist es nicht schlimm. Ist er weggezont? Ja, ah, das wär's gewesen! Das wär's gewesen! Stark, stark, stark. Okay, er geht jetzt mit keinem Meter in die Runde, aber ist egal. Er macht ein paar gute Reads. Okay, okay, okay. That works, I guess. Ja, schöner LATP. And I love the defense. That could have been a throw. That could have been a throw bait, essentially. Could have been a jackknife upper as well, man. You got to be real careful versus DJ. Okay, back throw, puts himself in this corner. Ja, ja. Oh, and like I said, he's really looking for this sway. He's looking for it. Oh, on the other side, catching the punish counter on the landing frame. Bump, bump, All right, level 1 coming in here. hot. Stark, stark. I like that. Challenging that air slasher. Gets the perfect parry in the neutral. And look, I love how Halibel is playing slow right here. Don't overextend. Oh, oh. Ja, ja, stark, stark. 1-0, 1-0 für Halibel. Let's go. Let's go. So läuft das jetzt. So, diesmal ist Deutschland nicht free. Diesmal ist Deutschland... Okay, sie gehen in den Character Select. Ah, jetzt kommt das Mirror. Jetzt kommt das Scan Mirror. Okay. Going for, you know, a counter pick in this scenario, a character that might not be as strong, especially versus somebody who masters that character. But now, speaking of masters, the Ken Masters mirror is what you're going to see right now. Let's see if Crossover has the matchup chops to deal with this. And I'm sure Halibel is definitely trained for this. I mean, I feel like if you play Street Fighter 6, there's no way you haven't fought an army of Kens at this point. Yeah, you've already experienced it from the beta. Right. I mean, like, this is the character you need to know how to play against. Extremely popular, has a lot of damage output, defensive capabilities, pretty much the whole package. Oh, ja, 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 perfekt reagiert. Carry as well. Okay. Geht direkt rein, hat ihn jetzt in der rechten Ecke. Gets the little Jinrai loop right there to get to the corner. Carry. I like the delay. Okay, takes the damage, dash up. Ah, schöner Side-Switch. Ah, yes, going for the throw mix-up immediately after that blocked crouching. Ah, ja, Cross-Cut TP direkt gut reagiert. Was jetzt? Er kommt nicht rein, er kommt nicht rein. Was macht er jetzt? Slowing it down, Crossover. Really looking a lot more comfortable in this matchup with Ken. Oh, the stand-like kick whiff, but he dashes into the jab. And great conversion there for Crossover. This is looking a lot smoother than the DJ in this matchup as well. My man just Ja, er kommt hier viel besser rein als mit seinem DJ, das stimmt. Beide hier sehr vorsichtig. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Diesmal war er ready mit dem Perfect Parry. 2 zu Jumbo, Throw in die Ecke. Ja, schöner Whip Punish auf den Throw Attempt. Wake Up Throw, dafür hat er richtig krass gefressen. Jetzt, was jetzt? Noch ein Parry. Hat nicht gut geklappt. Ouch, ouch. Ja, ah! Da hätte er ihn gehabt. Nice. Stark. Ah, das war nicht bloß. Und dafür frisst er die CA. Ja, das killt. Das ist ja... 1-1. Oh nein, das war's doch nicht! Nein, das war's aber. Oh, ich war mir sicher, das killt.
Hey, it's our first time here. Was? Was? Hey, jetzt geht Hallibell auf? Nee. Okay, I was about to say. Ach, er wollte lustig sein, okay. I wouldn't be like too surprised at this point, but no, I would. I'm lying. I would definitely. That's why I was like, hey, I'm now, lying. are you lost? Your character's over there. Your character's over there. Last game between these. Keine Ahnung, was das für eine Aktion war, aber er wollte da gerade lustig sein. Ich verstehe auch nicht warum. Es geht hier um eine Menge Geld, Bro. Mach jetzt hier keinen Quatsch. Okay, das war ein sehr simultanes Hadouken. It's the conditioning, man. Yeah, the jump back is actually just a great job, or a great way for Crossover to kind of reset the situation. Now going for the parry, he's really flexing all of his defensive options. I like this from Crossover at this pace that he's playing. And now that's so, man, what a tech. Good defense from Holly Bell, trying to get something sneaky with that jump in as well. But now Crossover, he's pressing a lot of mid-range buttons. He was bound to get whiff punished. And look at that, spent so much of his drive, and now he's on the defensive. And Hollibell is really looking for Crossover to do something. He needs to be careful, because I'm telling you, that throw might be coming out. He sees that he's parrying a lot. The quiet game. I like this. It's tense. In the temple while everyone's praying too. Right? That's why they're keeping it quiet. They're keeping Ja, ich find's gut, wie vorsichtig beide hier gerade sind. It's cool. They do this all the time. I don't know why we keep letting them in. Let's go, let's go, let's go. Stark. Stark. Nein, da hat's am Ende gewurft. Ah, okay, aber er hat getroffen. Das killt. Nein, warum gibst du keinen Meter aus? Warum machst du keinen EX Shoryuken? Ich verstehe. Oh Gott. Spiel doch nicht so mit meinen Nerven, Bro. Warum denn keine EX? Schon killt. Okay, Matchpoint für Hallibell. I totally agree. Starting things off with the throw already. But I feel like he's really overextending. He's spending a lot of his drive bar to get this offense. And he has to lead. That's the third time he's dropped that. Both players are dropping this. Oh, snap to the chin too. Okay, ja. Der wird das mit Level 3 beenden, oder? Nein, macht er nicht. Oh, das ist sogar noch besser für ihn, wenn er das ohne Level 3 beendet, ja. Ja, das ist sogar noch besser für ihn. Beide jetzt mit Vollmeter. Beide gehen jetzt mit Vollmeter in die dritte Runde. In die Final Match, Final Round für beide. Double level 3s. Shit. Probably gonna cash out early, but with both of them having it at disposal, you never know. Okay, Punish Counter Throw. Nochmal, Throw Loops. What now? Scheiße. Oh, er macht kein Level 3. Oh, Hallibell. You need something now. Come on. Oh nein. Sweep hat getroffen, aber er ist im Burnout. This is very bad. This is very fucking bad. Oh, Big Punish macht er. Ja. Das war eine richtig gute Entscheidung, jetzt die Level 3 zu machen, damit er jetzt Meter zurückbekommt. Er ist nicht mehr im Burnout. Kann direkt was machen. Oh nein. Nein. Oh, come on. Not like this. With full redemption with his miss from 2018. Schade. Welcome home, young man. Welcome home. Yeah, that was schade. Right now, Crossover was thinking about that in that second. Okay, jetzt kann er sich keinen Loot mehr leisten, glaube ich. Scheiße. Hallibell's actual game plan and his approach to really just take his time, like really scout out these hits and really mix in the throws and then kind of like pepper in the jumps. Und er hat das so gut reagiert, ne, der Crossover. Der hat richtig stark reagiert auf den Meaty Drive Impact. Direkt counter-DI'd. Das war stark. Das war echt stark. I agree. Yeah, I felt like he was in full control, which solicited the change-up from Crossover. You saw a lot more instances of offense, but I think that's exactly what Crossover needed to dissect what needed to happen. Now, I will say, obviously, Crossover, sure, he woke up with a level 3 and it happened to land against Hallibell, but at the same time, it's like he still put him in that situation. He brought it that close to even solicit that decision-making. But now, Crossover, this is where he shines the most, I feel like. His offensive capabilities with this character and him piloting a can is significantly different.
than facing Boah, off dass das against dich this gekillt team. hat, You see it ne? too. Pressure is out there. His Ah. patience also on defense. Ah, wäre er da Back gesprungen, against ne? the knowing, right? Does the fireball actually like sends him through a big whiff and gets the punish to close out? But that didn't stop Hollybell, right? Came back in, he didn't let it shake him too much. A lot of clutch breaks after the Jinrai as well. Perfect parry right here. Small loop with the Jinrai to get the corner, but the drop, of course, and that's really what led to this big scramble. But that scramble is what led crossover to that round in that third game, and this is what's leading to crossover just taking his full set. But once again, I will say Hollybell's like, he really does keep calm. I didn't see too many panics there. It was just more about the wrong reads on the call out. Oh, das war alles fies. Das war alles so fies, die Nummer. I think this is what really Und da kam er richtig schön zurück noch. Ach nee, das war nicht die Runde. Nee, da konnte er nichts mehr machen. Das war die Runde, ja. Da kam er nochmal zurück. Und dann kam direkt auf den Drive Rush reagiert mit Level 3. Eieieiei. Meter that crossover had left. Going in for that drive rush, maybe to possibly bait it would have been great, but at the same time, it's like, who could really make that read? Hindsight is always going to be 20/20 in those instances. I mean, using drive rush in that instance is really smart because you want to keep the pressure, because you're never really expecting like certain players to just pull out the level 3. But it makes it just as scary. Yeah, it makes it just as scary. And reacting to drive rush is something that I feel like that's like the next step. And you're seeing a lot of players here that are already qualified do so. We've seen it earlier with the jabs, the call out with the level 3 we just saw. So it's a great way to really get yourself set up for the meta of what you're about to see from some of these players here. And this is still Group A action that we're giving you guys. A bunch of groups, a bunch of players to see who's going to make it to that main bracket is coming up throughout the week. We saw the LCQ that ended in an amazing fashion, and I still can't believe it. I was at my house in awe. I watched the replay so many times. It's scary. It's just really scary to see, especially what we know what's on the line. We gave you guys the prizing, but we still got more matches for you guys. Speaking of, let's get to the next one. We do have a reintroduction of these two players. Phenom, he's walked away with a W thus far. Shadowken still looking to pick up his, and his was a tough order, to be honest. Yes. He had Kowano right off the bat, but guess what? He has another champion to face off against. That is Phenom, representing himself from the EU Northeast. But again, we talked about Shadowken. Not too shabby with the JP. He actually got us sweating. He had Kowano sweating a significant amount with that JP, and also being able to watch his replays with the grand finals against Cianic. He knows how to navigate this character against some of the higher ranking characters. Yes. He has the right instances on defense, I feel like, and just the right reads against any type of player. So no doubt in my mind, this is going to be another one of those instances where he's going to make the other person sweat. Shadowken, really looking forward to seeing what he delivers to the table against a different type of beast through Ken rather than Luke. I mean, this goes both ways, right? Obviously, like we talked about, like how prominent JP has been in the overall scheme of Street Fighter 6. Same thing goes for Ken, right? We've already talked about how David probably wins him somewhere every time somebody whip punishes a low forward. But even more so, having the experience versus both of these characters is going to be in both of these guys' stable, and it's actually something that I want to see who plays out right now. Phenom, definitely one of the favorites. Das Problem ist, dass Hollybell natürlich jetzt direkt schon unter Druck ist, ne? Der darf jetzt nicht mehr viel verlieren. For Phenom Ken. Shout outs to India and Bangladesh. Yes. You know, putting in the work to cultivate their players and their talent. Big ups to you guys. And already off to a fantastic start. Shadowken taking advantage of the way how Phenom wants to be kind of aggressive, making sure to get that burnout a little bit early. But Phenom doesn't feel worried about that at all. You see, he caught the departure teleport with the crouch heavy punch. Yes, Yo, sir. Phenom, the homework. And I'm sure I've seen him upload a clip to this about this on like Twitter or something like that. Or excuse me, Tatsu to the corner. Stand medium to get a reaction out of Shadowken. It's not going to happen to jump back medium. This departure could be a way to set yourself away from the corner, trying to interrupt the drive rush, but that roundhouse clipped him. I think that exchange was way better off for Phenom, getting the sweep as well. Punish on the back medium, but exposes the low, and there you go. We got Phenom going in for the first round off of the low medium kick. It's a daunting normal to face off against, no doubt. He burned himself out twice, Phenom did that round. And it was because of the offense from Shadowken and then just spinning the drive bar to kind of close out that round. So you can see Phenom actually in full control right now. Gets the big pickup. Meaty fireball just in case the amnesia comes out. Oh, perfect parry. Oh, wow. Okay. And that was still, kind of sick. That was actually kind of sick. That was sick. I wanted to see that conversion, get him out of that corner, but now back still to the wall. Drive rush to try to close that space, and we saw how Phenom reacts to drive rushes, especially in the neutral. He's been doing such a great job of checking it. Level 3 to check out. Drop the room keys off down at the desk. That's going to be game number 1. He doesn't even call in for He doesn't even call him. He don't even tell him that he's leaving. He just throws him on the counter like, I'm out of here. The Moose.
The moose is loose. I still will never know why the plural of moose is not loose. Look, I'm I'm just saying, man. Yeah, look, take it up with the Discovery Channel. All right, here we go. The meese is loose. It's up. You can't live here anymore. Wow. Sorry. Okay. Phenom. Already off to a fantastic start. Keep it down over there, Vicious. I'm sorry. Overhead doesn't get blocked. Oof. Catches you peeking with the Jinrai light kick follow-up. And low forward once again. And this is that offense I was talking about. You got to go deep in the bag to throw Phenom off his game. Shadow King. Still in danger with his back to this wall. And this is some of the impressive Ken offense we talked about. But he isn't burnout. Waits for the amnesia. But Phenom didn't forget. We're still set point right now. You talking about the Discovery Channel? I think we need to discover more about some of these normals that Ken has, man. Can we put this under a magnifying glass real quick? Can we really talk about it? Because it's phenomenal. Okay, wait a minute. This big doing departure setup. I like that. Take the space, walk out of the corner. Oh, richtig schöner Drive Rush. Noch richtig stark reinkommen. Hat ihn in der Corner. Was jetzt? Okay, okay. Diesmal kein YOLO-Amnesia. Shadow King, hold on. Big damage though. A turnaround here could be something the Shadow King can really run with, but he is in danger, and there is the burnout. Calculated. The roundhouse just enough damage, and either way you spin it, even if you blocked it, I think you're going to be susceptible to that chip damage regardless. Phenom moving on with another W under his belt. Yeah, man, I'm going to tell you right now, like I said before, Ken and JPs have definitely been the talk of the Street Fighter 6 town ever since the release. So it really does says a lot that you're going to have that. You got to have that matchup under your belt. And I'm telling you right now, I've seen Phenom streams where he's literally just labbing stuff. The first thing we saw him do is crouching heavy punch counter on the departure teleport with a full combo conversion. That is not easy, but it is something that you expect to see from a player like Phenom. He does lab those matchups, and he went down the list of characters to kind of figure out his style, and I really do like him landing on Ken. You can see how it really plays to his offensive style. Shadow Ken had some really great moves there as well, especially when he saw the drive rushes start to pay off. We saw him like clip him with the jump back, jump medium a couple times, as well as just try to challenge those drive rushes in the corner. But once Phenom saw that, he literally was like, now I'm gonna wait. And that's how he got that big roundhouse in the corner. That's how he was like kind of staggering the low forwards, and it really played out in his favor. It's gonna add on to that. You could see in just the early stages of group play how ready Phenom is. I think that's a big indicator of who might just make it out with the way that he's been performing. He has been locked in, ladies and gentlemen, in regards to what he needs to do on offense and defense, character matchup specifics, as we talked about, being able to contest against a JP, also taking down Joe Umirogan. Phenom is absolutely locked in. Just take a look at the replays, right? He's been doing everything right by the book, and everything has been mad calculated. I promise you, this has been a spectacle to watch in regards to how he's been playing as Ken. Take a look at those replays specifically and break it down for yourselves. Even play it at like a slower speed, because this So, ich muss bald ins Bett. Ich hoffe, man sieht ihn gleich nochmal we still have one more game to go through in our stage of Group A. I do believe it should be crossover versus Joe Umirogan. I think we're going to get to that, but I'm glad you pointed out that, and we talked about how SFL plays a part in some of these players. It also plays a part on Phenom. It definitely plays a part in a player like Kawano, but now Joe Umirogan versus crossover to keep it moving along for you guys. Crossover, once again, man, I'm just happy to see that he actually made it over here as my man Vicious goes off to the Cammy theme in the background. But Joe Umirogan still has a chance here. You just really have to play out the rest of the group best way possible, especially because you got to fight everybody in the group, and the best record makes it out. So here we go. We're going to get into it. Tigers crossover going up against Joe Umirogan, man. It has been such a cool thing to see crossover get to play. I saw him playing last night as well, and it's been really cool. Man, that room down there for training was packed the entire... I got here late, and it was still packed up until like 11 p.m., so it's really dope to see. And it's such... It's such electric energy, too. As soon as I got in there, we had to do our media day, etc., for some of the commentators as well, but some of the players were already packing it in, and it's so hard to even leave the room. Like, I had stuff I had to do, like, during the evening, but, like, I didn't want to leave. I just wanted to watch all of the matches and even get to talk to some of the players that I haven't seen. It's like a family reunion every single time. It really is, especially here for Capcom Cup 10. But here we go. Crossover. Joe Umirogan, the Ken versus the Luke. Let's see how it goes down. Joe Umirogan had some great reasons. Crossover diesmal direkt auf seinen Ken, ne? Diesmal will er keine Risiken und Nebenwirkungen eingehen gegen Luke. Crossover ain't gonna give it to him easy though. I like that. Use that fireball just in case we get a sandblast. Back throw. Oh, damn, that was sick. Crouch strong, and the game begins.
Luke's corner pressure. Yo, OD Tatsu out of the corner? Yeah, not a really common tactic to get out of there, but I do like him spending that meter, especially with how much he had already. Like, he was just fine spending that resources to get up. I mean, think about it. A lot of times when you're in that position, you see players try to jump out. The 100%, OD Tatsu kind of changes the trajectory, gets you out in a safer instance. You get to play it a lot safer. So Joe Ume Rogan, I do like him like waiting just to see. Yeah, that was instant too, by the way. I love that. Yeah, a little bit of the jabs. And the overhead, not ready for it. Spend the rest of it back roundhouse. Crouching heavy. Oh, you're dead. Don't drop. Damn, there it is. Ich kann gerade nicht glauben, dass ich schon wieder Ken und Luke sehe, aber es ist halt diese Gruppe, ne? Diese Gruppe hier besteht echt fast nur aus Ken und Luke und JP. Wenn Hallibell da nicht mit drin wäre, würde ich mir das gerade gar nicht erzählen. Cursed Group. Damn, that was so scary. You see a little scuffle too? Checking down below. This is where Crossover gets to shine. A little bit of a delay forward. Aber Crossover hat auf jeden Fall richtig starke Reactions, wirklich. Der ist richtig fit. Rogan could have been able to get a huge conversion off of that low medium kick had he been ready. I like the crouch light kick right there. Oh, DI puts himself in burnout. Looking for a big hit right there, but he is close to his corner. Can't throw a fireball. Okay, da ist er plus. Hat danach nichts weiter gedrückt. Das ist Conversion in Level 3. Oh, okay, wollte er nicht. Da wollte er kein Level 3 drücken. Weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Hätte er machen können. Oh, he just got it back. This is huge. Crossover gets up. Yeah, spend the rest of it. Level 3. Manager. So, und jetzt kriegt er halt den Loose, ne? Jetzt kriegt er, ich meine, klar kann er sich leisten, weil da noch eine Runde ist, aber das hätte ihm jetzt auch die Runde geben können. Das wäre jetzt 1:0 gewesen, wenn er jetzt reinkommentet hätte. Round number 3, game number 1. Playing the spacing real good right now. And no fireballs, just more of these normal. Stand light kick, spins the OD Jinrai, throw Luke to the corner. Neutral jump, nice anti-air with the crouch heavy punch. Off the wall you go. Is it damage or Oki? He goes for the damage. Okay, Level 3. Ja. Diesmal gibt er aus. Diesmal macht er den Fehler nicht nochmal. Digga, Damage. Einfach mal 50%. Oh, das ist die Conversion, die er braucht. Das killt nicht. Oh. Wait. Er hat nicht genug Meter, um jetzt hier. Okay, hat ihn aber in der Ecke. Wake up Level 1? Wake up Level 1. Ja, er ist im Burnout. Da kann er nichts gegen machen. Kannst du nichts machen. Das war die richtige Entscheidung. Nice call out there, but once again, using that low forward to get the drive rush actually put him in one of these checkpoint situations where Chip would have did it, and of course he had a great series of throws right there, but Joe Ume Rogan just biting his time, gets the close out with the level 1, smart move, and Joe puts one on the board. And this is exactly what I was talking about. First game doesn't always go your way, but crossover versus Joe Ume Rogan seems to be a lot better for Joe. Oh, stark. The checks before. I'm not gonna let you oppress me, bro. That had to be a buffer, right? That crouching medium. Coming at ya. Joe Mirogan. You know, thankfully I feel like... Oh, hold on. I'll hold that thought. Perfect knuckle. Not going for the side switch. He's going to go for the advantage on knockdown again off of that tackle. Step kick. I like these stand medium kicks. And we've seen the fact that Crossover likes to walk up with that stand light. Low forward, crouch strong. What an interruption against the drive rush. Absolutely ready for it. Bang. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Hier noch die Level 1 zu bringen, damit er jetzt den Matchpoint-Vorteil hat. Da kann man ruhig einen Meter ausgeben. Das war nicht übel. Joe Umerogan looking at Matchpoint already. Crossover, low forward exposure. Flash knuckle to the wall, to the window. Bam. All right, corner. Positioning for Joe Umerogan looking real strong right now. Backdash there just in case there was a throw. And a delay. He's been going to that option a lot, right? Delaying with the crouching medium punch. Crossover has not been susceptible to it. What? Oh, that seems to have to be a fireball. It was a missed input. Overlapping input, excuse me. Excuse me. Yeah. Boah, Joe Umerogan gerade richtig krass drauf. Here's the pressure though. Burnout is an option and he puts himself in trouble right now. Crossover gonna use the Jinrai. Oh, that's fine. Lots of block stun. Yeah, the block stun from Burnout. Crossover's got a chance right now. Schöner Light DP. Burnout still on the table, but he's got bars. You can. Oh, sehr gut reagiert mit der Level 2. Was jetzt? Perfect. Guter Perfect Parry.
Okay, das war ein richtig guter Counter-Carry. Kann ihn jetzt hier weiter nerven. Kann sich die Runde holen. Ja, da kann er rauschippen. Oh! Oh, das war ein Missinput. Das war ein Missinput. Das war ein Missinput. Aber er hat immer noch Matchpoint. Und hat jetzt noch 2 Meter. Nee, sorry, Crossover hat 2 Meter. Wow, Crosscut Level 1 oder was? Okay. Der ist ready, der Mann. Oh no! That hammer fist is everything. Yo, Joe Rogan getting a point on the board. Level 1. Ja, das war's. 2-0. 2-0 stark. Stark. Joe Rogan over crossover, and you saw him try to fight back there towards the tail end. But this is what I was talking about for Joe. Joe really does. He pumps the brakes, hits the gas a little bit just to see how you're going to react, but also sometimes putting himself at a deficit, because we saw that big comeback from crossover when the whip uppercut didn't go his way, but he put himself in burnout. Both of those guys were looking real thirsty because they were both putting themselves in burnout to get the upper hand against each other. Crouch strong, definitely one of the main tools you're going to see from Luke at all times, and he really kind of like peppered it in there. Of course, as well as one of the main things that I like that Joe Rogan did from even his first set that we've seen him play is the checking on the drive rushes, and I feel like that was one of the things that led crossover to kind of question his game up close. Did stop him from going for some of the main tools, some of the staples like low forward. I think a great thing to really identify here is like a defensive decision making from Joe Rogan, not being too susceptible to what happens after the throws, right? The layer after that could be so much more damage. Him willing to take the throw initially was just fine. But we also saw some really random instances on offense from Joe where he had those significant drops. But those baits as well, being able to layer in his offense, was phenomenal with the timing. And we all know what happens when you have level 3 with Luke, right? That single hit could lead to at least 40% damage. Yeah, and this is exactly what I was talking about right here. Like you said before, man, that was kind of a checkmate situation where you really have to be careful. Crossover was definitely on the run, taking the advantage. Just didn't work out in the tail end there. Joe just bringing it back, getting control, taking the reins out of Crossover's hands. Another cash out right here. And I love the fact that he does get to these situations. He's like, you know what? I'm going to use it every time. And even just the way that he kind of used level 3 on that tail end there at the beginning of the first game. And that's after Crossover had to spend all of his. So there's a lot of back and forth here. And the scrambles really do kind of see where Crossover kind of dwells. But Joe Rogan never really gave it to him. I did like the instances for Crossover. Man, that was actually the big input error. We saw a couple of those, actually. I like the instances of defense where he's able to flex his multiple options, but also this is a dire thing that you really need to focus on. Luke's jumping heavy punch, you treat it like a dive kick. Either you get ready to block it or you get ready to anti-air it early because of how far-reaching it is on the approach, right? So that's been the bane of a lot of players' anti-air's existence, right? We've seen that so many times over where Luke can kind of steal his ways through and just throw down the hammer fist mad early. So you have to make that decision a lot earlier or a lot sooner rather than later, I should say, with any character that you play. But Crossover just wasn't ready for that instance. Yeah, it's definitely kind of one and the same with, like, you know, like Ken has kind of the same thing, but like Luke tucks it in and like hits the hitboxes all the way down here. So you see a lot of players kind of use that as, you know, just the test to see if you're actually swinging on wake up. Is really good for catching throws on wake up as well. So nächstes Match Killers. Tools you're going to see after a knockdown from a character like Luke. But I like what Joe Rogan did, especially versus a player of the caliber of Crossover, and really just kept him at odds a lot of the times. And that's exactly what you need to happen in a game like this. Like I said, you got to do it in this stage because you might not make it to the next stage. That's just how it works. I think looking at the top of my head, we have Kawano with a W thus far, Phenom with 2 under his belt because he did play twice today, and Joe Rogan settling in at 1-1. If we take a look at the differentials a little bit early in the standings, obviously the Phenom looking like the top dog, but only because Kawano has not played the rest of his games, or at least the same amount of games thus far. But also, we still have 2 more days of group stage for the rest of this to play out. Shadowken at the very bottom thus far, but still has a lot of time to work with. Still, we've seen this happen last year where things could shake up drastically. So take your picks in now, but take it with a grain of salt. Anything could happen. It's been completely unpredictable thus far.
man, I would love to see other people's thoughts on some of these groups. I know we have our own little commentators talent kind of pool, but I would love out there for people to tweet me and Jeremy, tweet all the talent. Let us know who you guys think are going to make it out of some of these groups. I would love to see your input, but we still got more games for you guys to watch, as well as more groups like we said before, man. This is a lot of Street Fighter 6 that you guys are going to see. It's a week-long event of love, I feel like, and it's going to be great to see who's going to be that final person that gets first off. Warte, also machen die jetzt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also gehen die jetzt in die nächste Gruppe oder was? Back there, you can see it's kind of blurred out, but it's right there. That's a lot of money in that safe. You've seen the LCQs as well. You guys have been tuning into that. One of the big loves that we got to show to is Pagoda. You know, I actually haven't been able to eat, so I'm glad that these guys are a part of Capcom Cup 10. You could see that the stacks have been available throughout the entirety of like the analyst desk, but you gotta let it sink in, man. They gotta shove it up here at Capcom Cup, which they are. There's gonna be some available at the lobby bar for those that are gonna be coming in later on during the week, even today. And for the finals, there's gonna be samples at the lobby bar. Crispy egg rolls at the bar. Yo. I feel like that's the perfect accessory to a couple of refreshments, if you ask me. But no, real talk though, I'm mad hungry, so I'm definitely gonna go downstairs and get one. Yo, I missed it because I was not here for the LCQ, but it's actually going to be amazing. But one thing I miss more than anything is some of the cool figures that we have here. And shout outs to Masquerade. Storm Collectibles has brought classic and iconic gaming characters back to life. There we go, with their high quality collectible action figures. Check out the Street Fighter figures on their website. Now look, I am a collector of toys. I'm a big proponent of these things. And when I tell you that articulation is one of the coolest things you can do, they have it down to a T. So you can have them in all your favorite poses, super moves. You can make them fight. I play with them sometimes when I'm in the bathtub. That's just my personal thing. Don't laugh at me, man. Everybody does that. The cameraman laughing too, but that's just me, man. So first and foremost, shout outs to Masquerade and Storm Collectibles for actually holding us down. You see the QR code there. They have every figure you can think of, even characters that are not in this game. You got Evil Ryu up there as well, and Bison. I mean, you got the first time Violent Ken. Yeah, I was about to say I actually can't believe they got Violent Ken up there. My favorite Ken, by the way. But yeah, man, shout out to everybody that's watching. But we're gonna take a quick break, get back to this Street Fighter action. But I promise you guys don't want to go anywhere because there's more group play to see who's gonna make it to that main bracket right after this. Doesn't even have a bad guy. Okay, jetzt steht hier nicht, was die gleich machen, ob dann die Gruppe kommt. Aber ich muss eh pennen, ey. Merke ich gerade. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ich kann mir jetzt noch ein bisschen im Bett angucken. Okay, ja, war ein lustiger Mittwoch-Stream. Mittwoch habe ich eh keine Zuschauer, von daher ist scheißegal, was ich jetzt sage. Tschüss. Bye, bye.